Guckt euch das an, wo wir hier schon wieder gelandet sind. Was für eine Kulisse. Up North 3.0 startet jetzt. Wir sind im absoluten Paradies. Los geht's auf den dicken Highwood, ey. Stell dir vor, wir fangen so ein Teil. Ja, so geil. Jetzt steigt die Aufregung, aber so richtig. Ich bin so hyped. Das wird ein krasses Abenteuer. So, Becky, los geht's. Wir erkunden ein Gebiet, wo vermutlich wirklich noch nie jemand geangelt hat. Das ist ja wie in der Karibik hier. Absolute Natur. Wahnsinn. Geht schon wieder genauso weiter wie im letzten Jahr. Es kann doch nicht sein, dass wir immer diesen Regen abbekommen. Oh, geiler Fisch, ey. Da unten, da liegt das Abenteuer so nah, aber wir können es halt irgendwie nicht umsetzen. Wir werden jetzt abbrechen. Scheiße! Mein ganzes Kanu säuft ab. Komm. Wer kann das schon sagen, hier aufzuwachen? Oh, ein Riese hinterher! Ja! Oh, Alter! Yes! Schaut euch diesen fetten Dorsch an. Das eigentliche Abenteuer wartet ihr erst. Unglaublich mystisch jetzt. Fisch! Man vergisst manchmal zu genießen. Guck mal, was wir hier erleben dürfen. Guckt euch dieses Vieh an. Auf eigene Faust, ohne Echolot, ohne Hilfe. Und dann knallt so ein Ding rein. Danke. Yes! Die Biester sind hier. Es gibt echt nichts Geileres, als selbst gefangenen Fisch zu essen. Was ist das, Jungs? Das haben wir uns halt ausgesucht. Wir haben uns halt was ausgesucht, wo es schwer ist. Dass es so schwer sein würde, haben wir halt nicht gedacht. Queen of the Ocean. Dafür sind wir hergekommen. Wenn wir so weitermachen, fangen wir keinen einzigen Fisch. Alles war für den Arsch dann. Fuck. Es kann doch nicht sein, wirklich, ey. Wie kann das denn sein, dass wir keinen fangen, Jungs? Wie kann das sein? Jetzt mal ohne Spaß. Das ist für mich tatsächlich, glaube ich, die größte Niederlage seit Jahren. Hey Markus, it's Dustin. I think you need to pick us up. Up North 3.0. Im letzten Jahr sind wir krachend gescheitert. Wir haben es nicht geschafft, einen Heilbutt auf eigene Faust zu fangen. Wir hatten schlechtes Wetter, deshalb in diesem Jahr the Scandinavian Revenge. Wir waren richtig motiviert, mussten aber den Trip mit einem kleinen Dämpfer starten. Wir sind zurück. Die Tour fängt an, wie die letzte aufgehört hat, Becky. Regen, Wind und wir können nicht dahin, wo wir hin wollten, nämlich auf eine einsame Insel. In diesem Jahr sind wir besser vorbereitet. Wir haben wieder viel Gepäck, aber ihr seht viel weniger als beim letzten Mal. Weil, ihr werdet gleich sehen, wo unser ganzes Gepäck ist. Wir machen dieses Jahr einen Roadtrip und unser Auto ist schon hier und unsere Kajaks sind schon hier. Und ich habe richtig Bock. Ich habe auch so Bock und dieses Rig, ich sehe es dir gerade das erste Mal, sieht so stark aus. Die beiden Jungs sind dafür verantwortlich, dass das Rig hier steht. Das waren Christoph und Sascha, die haben uns die Polestar Kajaks tatsächlich von Deutschland nach Nordnorwegen gebracht. Knapp 3000 Kilometer sind das, glaube ich, damit wir da unseren Trip endlich starten konnten. Geiler geht's doch nicht. Dieses Jahr Roadtrip. Wir haben genug Platz. Wir sind vorbereitet für die dicken Highwoods. Wir haben alle Sicherheitssachen dabei. Also, Becky, Karre einladen, los geht's. Ja, aber so ganz viel Platz ist auch nicht für das, wenn man ehrlich ist. Aber wir haben ja noch unseren Anhänger dabei. Ja, da ist ja alles voll. Nicht mehr so ganz viel Platz drin. Kein Platz hier. Was ist das? Nee. Na, es wird nichts. Oh, herrliches Wetter und irgendwie klappt das noch nicht so ganz mit unserem Gepäck. Aber wir wären nicht Team Chaos, wenn es keine Probleme geben würde. Team Chaos nur mit Chaos. Okay, die Stunde der Wahrheit. Fuck, sind ein paar Millimeter. Hat nicht passt, wird passend gemacht. Und Jawohl, Junge. wir waren durch mit der Einweisung, haben Sascha und Christoph verabschiedet und ab dann waren wir auf uns allein gestellt. Könntest du mir das per SMS noch mal schicken? Sicherheitshalber? Super. Alles klar? Ja, und dann gab es den Moment, wo die Euphorie einem echten Downer gewichen ist. Wir
Haben mit Steffen telefoniert. Der Steffen ist der uns vor Ort da betreut, der uns raus auf die Inseln bringen sollte. Und er hat gesagt, der Wind ist einfach viel zu krass. Ihr könnt nicht raus. Der Plan, habe ich ja schon gesagt, ist anders als erwartet. Wir wollten eigentlich jetzt auf die Insel gehen, zelten. Aber der Wind macht es unmöglich. Deswegen eine Nacht in einem Airbnb. Zwischenstopp. Genau, einmal noch ausruhen, bevor es richtig losgeht. Und ich hoffe, Becky, dass wir diesen Heilbutt fangen. Das ist für mich immer noch... Ich liebe diese Fische einfach. Und ich konnte letztes Jahr keinen fangen. Und wir haben uns echt ein bisschen glatt angestellt. Nicht glatt angestellt, aber wir brauchten halt einen Guide, ne, um das zu schaffen. Und dieses Mal wollen wir es wirklich ohne Guide schaffen. Es ist so viel Wind, dass wir nicht überall angeln können, wo wir wollten. Eigentlich wollten wir schon längst auf einer Insel sein. Deswegen jetzt im Fjord gucken wir nach einer windgeschützten Bucht, wo es kein Problem ist, erstmal auch mit den Kajaks vertraut zu werden. Das ist ja auch so. Für uns ist quasi das erste Mal auf einem großen Wasser mit Kajaks. So, ich kann es kaum glauben, es geht zum Angeln. Trotz Sturm, Wind, allem drum und dran, aber wir haben das passende Sicherheitsequipment dabei. Und zwar Überlebensanzüge. Und man muss echt sagen, hier geht's. Und da sehen wir schon so einheimische Angeln. Ja, vielleicht gibt es hier tatsächlich Fisch. Becky löscht erstmal einen Brand. Schon die ersten Muscheln. Ja, klar. Ich habe doch gerade selbst noch gesagt, dass Becky da einen Brand löscht. Warum hole ich die Muscheln genau aus dem Wasser für Zoe raus? Ja, egal. Was soll man machen? So, jetzt bauen wir schnell die Kajaks auf. Wir müssen den Sitz hinmachen, die Antriebe einsetzen und noch ein paar Routenhalter montieren. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Also Team Chaos hat es jetzt wirklich geschafft, dass wir aufs Wasser gehen. Aber wichtig, Überlebensanzüge. Wir haben hier verschiedene Größen. Ich weiß nicht, wie es deiner Mutter ging, und Flo's Mutter vor allem. Aber nachdem die letztes Jahr den Film gesehen haben, haben sie sich schon gedacht, ey, was machen unsere Jungs da eigentlich? Und dann hatten die natürlich auch Schiss, wenn es jetzt wieder losgeht für uns. Aber in diesem Jahr waren wir zum Glück deutlich besser aufgestellt. Wir hatten Überlebensanzüge, Rettungswesten und alles notwendige Equipment zum Glück dabei. Deswegen, Mama, wir haben gehört, was du gesagt hast. Muss man mal gucken, wie man den anzieht. Ne? Das war hier nicht so easy, den da durchzukriegen. Ich habe so einen riesen Kopf. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also nichts gegen sagen. Leicht aufweiten und dann mit Schwung rein. Ich sag jetzt nichts. Ich sag jetzt gar nichts. Okay. Was ihr schon wieder alle denkt, ne? Ja, tut nicht so. Ja, da passen 3 von mir rein. Ja, warte mal ab. Der schwere Teil kommt aber jetzt noch. Also ich fand's echt unglaublich krass. Boah, Halleluja. Und das war richtig unangenehm, fand ich. Das ist ja richtig unangenehm. Das Ding ist viel zu lang für mich. That's what she said. Guck mal, Becky hat Luft da drin. Siehst du das? Becky sieht aus wie Quasimodo. Guck mal, ich bin eine Boje. Ja, echt. Wie kann man die Luft rauslassen? Hier unten, glaube ich. Alter, guckt euch das mal an. Geiler Überlebensanzug. Soll das so? Den kann ich schon mal nicht anziehen. Ja, der Anzug war kaputt. Zum Glück waren wir schlau und haben uns einen Anzug als Reserve mitgenommen. Also ein Backup ist immer gut. Nein, sag jetzt nicht, ist auch kaputt. Oh. Wo ist die Frage, wie wir den nur wieder reinbekommen? Eigentlich war der jetzt. Ja, geht ja nicht. Was soll ich denn machen? Oh, wir müssen irgendwie den Reißverschluss da reinkriegen. Weißt du, dass wir den in eine Richtung reinkriegen? Nein. Wir müssen den ausziehen, ein bisschen Ruhe probieren. Mann, ey, geht mir das auf den Sack schon wieder, wirklich. Ich habe ja schon echt viele Reißverschlüsse repariert, aber das war der Endgegner. 45 Minuten hat das Ganze gedauert, aber irgendwie haben wir es dann schlussendlich zum Glück hinbekommen. Und Dustin hatte dann auch wieder einen funktionsfähigen Überlebensanzug. Sonst hätten wir diese Nummer jetzt schon frühzeitig abbrechen können. Kennen wir ja. Team Chaos wäre nicht das erste Mal. Ich bin hier schon so verspitzt. Natürlich, wenn wir anfangen, macht der Wind richtig Terror. Das klappt irgendwie noch nicht so gut. Ich bin noch leicht überfordert. Ganz schöne Welle auch. Fühlst du dich sicher, Markus? Ja. Das ist schon mal gut.
Du nicht? Nee. Ja, das ist irgendwie alles noch ein wenig wackelig hier bei mir. Fisch, verloren. Das ist der erste Wurf. Fisch. Geil. Ein kleiner Dorsch. Oh, da ist er. Der erste Wurf und erster Fisch. Becky, stell dich mal hin. Nee, auf keinen Fall. Das geht richtig gut. Da brauche ich noch einen Tag für, bis ich hier ein bisschen Vertrauen bekomme. Man muss schon aufpassen, wo man hindriftet, weil wir werden richtig rausgetrieben. Ja. Wir haben noch 1, 2 schöne Fische gefangen und dann aber beschlossen, wir brechen es ab. Genug Training, der Wind wurde immer stärker, also ab ans Ufer. So, Becky. Boah, die erste Trainingssession ist vorbei. Bin happy. Du hast dich ein bisschen besser eingestellt als ich. Ich Ja. bin noch irgendwie ein bisschen wackelig auf dem Würde ich Bein. jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, das reicht für heute, oder? Wir haben ein paar Fische gefangen, keine großen. Nee. Einen großen verloren, aber egal. Das eigentliche Abenteuer wartet dir erst auf uns. Ja, das war jetzt eine kleine Aufwärmstunde ab North. So richtig beginnt es erst morgen. Genau. Und da war endlich der Slot, dass wir auf die Insel raus können. Aber wir wären nicht Team Chaos, wenn nicht irgendwas wieder schiefgelaufen wäre. Also wir sind richtig in Eile. 2 Sachen. Erstens, wir haben noch 12 Kilometer im Tank und die Tankstelle ist ungefähr 25 entfernt. Zweitens, Die Fähre fährt in... wir müssen ungefähr in 30 Minuten an der Fähre sein. Und Ja. wir müssen aber auch noch tanken. genau, und die Fahrzeit beträgt 28 Minuten. Das heißt, wir haben noch genau 2 Minuten zum Tanken. Er sagte selbst, es ist so ein Diesel leer, habe ich gehört, ist auch richtig scheiße. Da haben wir gedacht, fuck, was machen wir denn jetzt? Also alle Lüftungen aus, Klimaanlage aus, nur noch rollen lassen. Da ging mir schon der Stift, muss ich sagen. Nicht nur dir. Aber sagen wir so, ohne Chaos wäre es auch langweilig. Das sage ich jetzt, wenn wir es schaffen. Wenn wir es nicht schaffen, würde ich denken, fuck, sind wir doof. Pre-Collision assist not... Ach so, wahrscheinlich, weil es beschlägt. Also. Ja. Und weißt du, was schön ist? Hier kannst du auch einstechen. Ja. Oh, danach Vollgas weiter zur Fähre. Go, 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 go. Quittering. Oh, das war ein Chaos-Moment. Wirklich, ich hatte so Angst, da haben wir schon mal einen Slot, hatte ich Angst, diese Fähre zu verpassen. Haben wir Gott sei Dank geschafft. Jetzt langsam, die Sonne kommt raus. Ich bin hyped, Junge, ich bin hyped. Du hast erst mal wieder geschlafen, ne? Foto habe ich natürlich gemacht, Becky, kein Problem. Kann ich dir gleich mal kurz zeigen. Ne? Das ist der Becky. Man muss die Pausen feiern, wie sie fallen. So ist das. Ne? Auf der Insel dann angekommen, da haben wir Steffen getroffen. Wirklich sehr netter Typ, unser Kontakt von Dintour. Also Dintour hat uns da ein bisschen geholfen. Die haben da auch ihr Camp übrigens, falls ihr da mal hin wollt. Und der war schon eine sehr, sehr große Hilfe. Also wir sind wirklich zu ihm nach Hause gefahren dann, sind Seekarten durchgegangen, haben alles besprochen, haben die Logistik besprochen, wann werden wir wieder abgeholt, wie werden wir rausgefahren. Sehr, sehr hilfreich. Vor allem, weil er uns auch die ganze Prognose fürs Wetter für die nächsten Tage mitgegeben hat. Er hat uns gezeigt, von wo kommt der Wind, wie verhält sich der Wind. Das war schon eine Riesenhilfe. Absolut. So, jetzt laden wir den ganzen Anhänger aus. Wir haben schon einen Großteil vorbereitet für das Kajak in den Trockensäcken. Und dann kommen wir hoffentlich schnell auf die Insel. Also wenn die bricht, dann hast du keine halbe Die breche ich nicht. Ja, weißt du, wie das brechen kann? Beim Ja, aber Wasser das ist lassen? eine Einheit, die hat so eine Gut, mach, wie Wandlung. du willst. Also ich finde, das nimmt jetzt nicht so viel Platz weg. Aber würde ich eher einen Rasierer zu Hause lassen als eine Rute. Ja, das hier. Also du kannst ja eine mitnehmen. Ja. Becky will immer Angelzeug zu Hause lassen, aber Rasierer und so weiter, die steckt da immer mit ein. Könnte ja sein, dass da doch ein Tinder-Match auf der Insel gibt. Man soll manchmal Glück haben. Puh, bevor das richtig losgeht, ist einiges zu erledigen. Durch die Windsituation ist auch alles, man hat ein bisschen das Gefühl, das ist hier so ein Himmelfahrtskommando. Also man macht irgendwas, was jetzt eigentlich gar nicht optimal ist. Eine Sache als Belohnung haben wir mitgenommen. Wenn wir es wirklich schaffen, einen maßigen Heilbutt zu fangen, gibt es Marshmallows am Lagerfeuer. Wir vertauen jetzt hier die Kajaks und dann fährt uns Steffen wahrscheinlich echt so eine Stunde raus auf eine Inselgruppe, die hier noch vorgelagert ist. Also wirklich im absoluten Nowhere. Ich bin mega hyped, mega gespannt, was das wird. Richtiges Abenteuer, hoffentlich.
Safety first, natürlich mit Schwimmwesten. Guckt euch das hier an. Wir sind im absoluten Paradies. Und gleich sind wir da, wo keine Menschen sind. Oder wenig Menschen. Ich habe richtig Bock. Jetzt ist das erste Mal, dass die Anspannung richtig steigt auf der Tour. Vorher war immer so, zu viel Wind, zu viel Regen, zu viel dies, zu viel das. Und jetzt hat man das Gefühl, man geht raus und angelt auf die richtig dicken. Die Strecke allein mit den Kajaks zurückzulegen, war einfach zu groß. Deswegen haben wir besprochen, dass wir uns das erste Stück mit dem Boot rausziehen lassen. So, jetzt sind wir ein bisschen aus dem geschützten Bereich raus. Jetzt merkt man schon, hier ist deutlich mehr Wind. Ich bin gespannt, wie es jetzt draußen auf dem offenen Meer ist. Als wir dann da draußen waren, da sieht man schon, das ist was anderes als da, wo wir den Test gemacht haben. Die Welle, die sich da aufgebaut hat, die war schon deutlich höher. Auf dem Atlantik ist was anderes. Da ist gut, dass wir da ein bisschen mehr auf Sicherheit geachtet haben als im letzten Jahr. So, wir sind da. Guckt's euch an. Im Paradies. Becky. Wir sind mitten auf dem Meer. Ich bin so hyped. Mitten auf dem Meer kommt so eine Inselgruppe hier raus. Wahnsinn. Jetzt ist aber erstmal entscheidend, alles in die Kajaks zu bringen und dann ab in die Wildnis. Es geht endlich los. Up North 3.0 startet genau jetzt. Die Kulisse ist schon sehr krass. So langsam bin ich eins mit meinem Kajak. Ich glaube, ich habe mich jetzt dran gewöhnt und kann auch schon ganz gut einschätzen, was ich machen darf, was ich machen kann. Und somit schwinden jetzt auch die anfänglichen Ängste auf dem Ding. Fisch! Das ist, glaube ich, kein Butt. Zu leicht, wenn, dann wäre es ein Mini-Butt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Dorsch. Schöner? Ja. Doch schon ein schöner Fisch. Wow. Schön, diese rote Färbung wieder. Auf dem Venom. Toller Fisch. Der erste vorzeigbare Fisch unserer Norwegen-Tour. Ein schöner Dorsch, knallrot war er, ich habe nur aus der Ferne gesehen. Petri, das denn? Petri, mein Freund. Jetzt ist mir auch irgendwas eingestiegen. Beim schnell hochkurbeln. Das sieht aus wie ein Seelachs. Ne, ein Pollack. Ein schöner Pollack. Oh, die sind doch sehr lecker. Ja, Den nehmen wir mit. der erste Fisch für mich heute. Ein schöner Pollack. Den nehmen wir mit für die Küche und lassen uns schmecken. Ich liebe Pollack. Und ja, ich freue mich. Weiter geht's. Jetzt kann man ein Heilbutt kommen hier. Was soll der Mist? Ja klar, jetzt eine große Fresse haben. Im letzten Jahr 48 Stunden, glaube ich, fast gar keinen Fisch gefangen. Aber sich jetzt beschweren, wenn man irgendwie nur Pollack und Dorsch gefangen hat. Die ersten Fische sind gefangen, aber so langsam müssen wir uns Richtung Schlafplatz aufmachen. Ihr seht hinter mir diese wirklich beeindruckende Insel. Das ist das Ziel heute. Da haben wir noch ordentlich Strecke vor uns. Deshalb würde ich sagen, das sind so langsam, müssen wir aufbrechen. Ja, machen wir, Becky. Auch wenn ich noch ein bisschen weiter angeln würde, weil ich mein Halbit immer noch nicht gefangen habe. Aber ein paar Fische haben wir gefangen, ist doch super. Dann lass uns jetzt Camp aufschlagen, Essen machen, schlafen gehen. Wenn man da so hinguckt, dann denkt man doch, die sind total nahe, die Berge oder die Insel, wo wir hinwollen. Aber dann haben wir mal auf Google Maps geguckt, 10 Kilometer sind das.
Und 10 Kilometer bei Wind und Strömung, das unterschätzt man echt. Fast 2 Stunden haben wir jetzt gemacht hier auf dem Kajak und sind jetzt aber gleich da. Sieht wunderschön aus und hoffentlich sind hier die Butts zu Hause. Aber bevor wir weiter auf Butts angeln, wird jetzt erstmal Essen gemacht, Camp aufgeschlagen und dann wahrscheinlich auch erstmal geschlafen, oder Becky? Ja, hört sich nach einem guten Plan an. So, wir sind jetzt angekommen. Müssen wir mal gucken, wo hier der beste Platz ist. Bisschen zu steinig, würde ich sagen. Hier können wir nichts aufstellen. Ja, schade, der Stand wäre perfekt, aber ich glaube, das Wasser geht bis oben. Ja. Und da saufen wir ab heute Nacht. Das Gute ist, dass wir jetzt mit der Drohne gerade geflogen sind. Unser Kameramann hat geguckt, noch mal 2 Kilometer in die Richtung. Gibt es noch mal sowas wie eine kleine Insel. Die werden wir jetzt anfahren, alles oder nichts. Und versuchen dann da unser Lager aufzuschlagen, Ja, würde ich hört sich sagen. nach einem Plan an. Ich bin auch schon echt platt jetzt, muss ich sagen. Zeitlich nicht verzetteln. Boah, ich komme gar nicht an meine Uhr. 9:30. 9:30. Wahnsinn. Wenn wir Gas geben, sind wir in 45 Minuten dort. Ich würde sagen, Ziel ist es 0 Uhr pennen. Ja, aber ich muss auch noch kochen. Ja, Komm auf. Wir haben ein bisschen Wasser eingesammelt. Das müssen wir jetzt noch schnell irgendwie hier auch rauskriegen, bevor es zur Überfahrt zur nächsten Insel geht. wir wollten wieder zurück ins Wasser. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich die Welle genauso abpasse, dass mein Kajak nichts passiert, dass mir nichts passiert. Bin dann rein und hörst in dem Moment schon hinter mir schreien. Scheiße! Rudi kaputt. Die breche ich nicht. Oh Mann, ey. Mein ganzes Kanu säuft ab. Oh, dachte ich mir, oh nee, Wecki, ey, so ein typischer Weckinger. Das war wirklich, da warst du nicht schärfste Messer im Messerblock, muss man sagen. Ja, jedenfalls habe ich ihn dann reingeschoben, habe das alles gemacht, habe mich kurz aufgeregt über die Route und will dann selber rein und dachte, ja, er hilft mir. Aber nee, er ist einfach 20 Meter schon vorgepaddelt, ganz fröhlich und ich stand da alleine. Ich bin der Doofe jetzt. Und ich war so am Fluchen, weil zusätzlich auch noch beim Reparieren des Anzugs so ein Zacken rausgebrochen ist und das ganze Wasser reingelaufen ist. Ich war so wütend, wirklich, das hat mich richtig, richtig sauer gemacht. Ah, ich bin so nass. Sorry, Brudi. Ja. Im Nachhinein kann ich es verstehen. War nicht gerade eine Heldentat von mir. Ich glaube, die Powerbanks haben wir auch geschrottet. Ja, nach der ganzen Action da am Strand mit Becky und Dustin ist natürlich nicht nur Wasser bei Dustin in den Anzug gelaufen. Auch die Powerbanks sind kaputt gegangen, die GoPros haben gesponnen, Salzwasser ist in das Pelicase gelaufen und das MacBook ging nur zum Teil. Zum Glück konnte man noch kopieren, aber es war echt herausfordernd für mich. War schon wieder so am Meckern über nasse Unterhosen und so weiter und so fort. Und ja, man will den Fisch fangen, aber man vergisst manchmal zu genießen. Guck mal, was wir hier erleben dürfen. Guckt mal dahin. Kein Mensch, da nicht, da nicht, da nicht. Kein von Menschen gebautes Gebilde. Alles Natur. Muss man auch mal genießen. So geil. Das ist ein Privileg, dass wir das hier machen dürfen. Jetzt bin ich wieder gut drauf. Geil. Der Robbe guckt zu uns an. Ist das nicht geil, ey? Unglaublich. Ey, Dickerchen. Absolute Natur. Wahnsinn. Richtig geil. Ey, einfach, schwenkt doch bitte noch mal kurz dahin. Das ist ein absoluter Traum. Bei solchen Trips vergisst man immer die Zeit, weil es wird ja auch nicht richtig dunkel und es war schon wieder Mitternacht. Aber dann haben wir endlich einen Spot gefunden, wo wir dachten, hier können wir vielleicht unser Lager aufschlagen. Dahinter ging es nicht, es war zu steinig, nass und so weiter. Aber auf dem Strand gab es so einen ganz schmalen Streifen, wo genau ein Zelt drauf gepasst hat, wo man dachte, wenn man viel Glück hat, bleibt das Zelt hier auch stehen und wird nicht von der Flut erwischt. Ja, das haben wir dann halt eben getestet. Uns blieb nichts anderes übrig, es war so spät. Also Kajaks auf den Strand gezogen, Zelte aufgebaut. Oh, die Kajaks da hochschleppen war immer ein richtiger Kraftakt. Wir haben es meistens zu zweit gemacht, weil alleine war es fast nicht möglich. Ich habe es immer alleine gemacht. Wir haben uns schon oft gegenseitig geholfen. Und wir mussten aber immer auf Nummer sicher gehen, wegen der Flut. Weil wenn wir die da irgendwie auf halber Strecke stehen lassen hätten,
hätte es gut passieren können, dass die am nächsten Tag weg sind. Okay, ich bin mal gespannt. Moment of Truth. Ich glaube, ich habe eine weiße Boxershorts an. Das müssen wir blurren. Da muss jetzt leider ein großer schwarzer Balken vor. Reicht auch ein kleiner. Guck mal, ey. Komplett nass, ne? Ich muss echt sagen, es ist sehr gut. Das ist auch ein krasses Zelt. Es war auch sehr teuer, glaube ich. Ja. Kann ich mich gut daran erinnern, dass es sehr teuer war. Weiß ich nicht, ich hab's nicht bezahlt. Ja. Papa wieder, ne? So oder? So. So, Zelt ist aufgebaut, so reicht zum Schlafen. Nicht so viele Bäume hier auf der Insel. Ein bisschen gibt's was, aber hier gibt's auf jeden Fall viel Holz, was angetrieben wurde. Veggie macht den Fisch. Ne? Arbeitsteilung wie in einer guten Beziehung, wie in jeder guten Beziehung. Machen wir das hier auch. Der Mann ist fürs Feuer zuständig und... Okay, das war sehr chauvinistisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist wohl mit Abstand der geilste Spot, an dem ich jemals einen Fisch filetieren durfte. Hinter mir geht die Sonne unter. Wir sind auf einer einsamen Insel. Geiler geht's wohl nicht. Versucht gerade ein Einsiedlerkrebs, unseren Fisch zu klauen. Und wie ich sehe, rupft er auch schon an der Flosse unten rum und isst das. Jetzt muss ich Gas geben, bevor der Einsiedlerkrebs hier unseren zweiten Pollack verspeist. Ja, großes Holz habe ich genug gefunden, aber ich brauche also ein bisschen kleines Holz, um das Feuer erstmal zum Laufen zu kriegen. Dann schlage ich mir einfach ein bisschen was von der Seite ab. So, ich habe jetzt hier eine schöne Pyramide gebaut. Oh, sieht gut aus, Veggie. Arbeitsteilung klappt gut. 10 vor 1. Während Veggie den Fisch noch macht, muss ich noch ein bisschen nach Feuerholz suchen. Und den Spot, den ich noch nicht abgesucht habe, der ist relativ nah am Wasser. Deswegen nehme ich die Route mit. Ich habe es mit Veggie abgesprochen. Der hat gesagt, das ist okay, gute Arbeitsteilung. Also 1, 2 Würfe noch. Bis gleich, Veggie. Bis gleich. Uferangeln in Norwegen. Richtig gute Erfahrung mitgemacht. So, letzter Wurf. Dann geht zurück zum Veggie, essen, fasten und wirklich bald schlafen. Komm, ein Wurf noch. Ihr kennt's. Der letzte Wurf ist nie der letzte Wurf. So, Veggie. Mir extra einen neuen Teller gekauft. Ja, ist ein bisschen zerfallen. Nicht so schlimm. Sollte trotzdem schmecken. Letztes Jahr hast du es sehr gut gemacht, muss ich sagen. Gibt echt nichts Geileres, als selbst gefangenen Fisch frisch in der Natur zu essen. Darf ich dich kurz anfassen, Veggie? Habe ich das im Gesicht hängen? Ja. Fisch? Ja. Also, war ein harter Tag. Langer Tag. Ey. Langer Tag, ging heute sehr früh los. Aber er hat sich absolut gelohnt. Absolut schöne Natur, schöne Fische gefangen. Den Heilbutt noch nicht, aber da greifen wir morgen an. Aber dafür irgendwie schon wieder ein kleines Abenteuer erlebt, oder? Was war das bitte schon wieder für eine Anreise? Wir dachten, wir scheitern, wir dachten, wir kommen nicht raus. Und dann sind wir trotzdem irgendwann auf dem Ozean gekommen und haben so tatsächlich Fische gefangen. Im letzten Jahr 48 Stunden fast ohne Fisch. Deswegen war ich echt guter Dinge, dass es in diesem Jahr besser ist. Man hatte ein Gefühl, man macht was richtig. Und ich war richtig, richtig heiß auf den nächsten Tag und habe mich gefreut, endlich komplett auf Heilbutt zu angeln. Oh, was ein Blick. Guten Morgen. Die Nacht haben wir echt gebraucht. Veggie pennt sogar noch. Was keine Überraschung ist. Den Veggie kriege ich nicht aus dem Bett. Man muss sich gleich mal ein bisschen Druck machen. Veggie, komm, wir müssen uns beeilen.
Eine Viertelstunde schon lange um, die du genannt hast. Ich hätte noch eine Stunde mehr Schlaf vertragen können. Aber Dustin meinte, wir sollten loslegen, weil der Wind anscheinend näher kommt und stärker wird. Deshalb schnell Zähne putzen, Gesicht waschen und dann ab auf die Kajaks. So, Becky hat gestern meine Route gebrochen. Und daraus habe ich mir die teuerste Wäscheleine der Welt gebaut. Ja. Meine Jacke ist wieder trocken, meine Weste auch. Oh, stell dir mal vor, es klappt heute. Wie geil wäre das bitte? Becky ist noch nicht da, aber ich bin so hyped. Ich brauche das. Ich brauche so einen dicken Heilbutt. Ja, wir scheinen einen Freund gefunden zu haben. Ganz neugierig. Mr. Robbe. Sau geil. Wer kann das schon sagen, hier aufzuwachen? Robbe im Vordergrund. Die Heilbutts in der Nähe. Becky, komm, mach hin, ich will los. Hm? Oh, außer Atem. Der Nächste, der hier campen kommt, der fragt sich, was war das denn für ein Tier? Boa Constrictor. Schnell noch einpacken. Dann geht's wieder los, aufs Wasser. Los geht's auf den dicken Heilbutt, ey. Stell dir vor, wir fangen so ein Teil. Ja, so geil. Schnell Kajak festhalten, sonst musst du schwimmen. Aber man merkt, der Wind ist deutlich mehr geworden, ne? So, es geht endlich raus. Kann's kaum erwarten. Bedingungen scheinen zu passen. War nicht ganz so klar mit dem Wind, aber wir haben hier echt so eine Inselgruppe gefunden, die ermöglicht uns halt, dass wir dahinter fischen. Mal gucken, ob die Heilbutts da auch stehen, oder ob die mehr Bock auf die andere Seite haben. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Das ist ja wie in der Karibik hier. Das ist klar, ich glaube, wir haben jetzt hier fast, naja, bestimmt 8 Meter und ich sehe den Grund. Ich sehe alles, was da unten passiert. Allerdings sehe ich auch keine Fische, deswegen müssen wir hier trotzdem das Schönes weg. Boah, Alter, der Wind ist schon hart. Wir werden super schnell wegdriften. Erste Uhr für mich. Ich hab einen Biss, ich hab einen Biss. Ja, Fisch. Geil, der erste Fisch. Oh, fuck. Was Großes? Ja, Glaubst du ein Heilbutt? ja. Also, weiß ich nicht, aber ja. Alter, Alter, das denn? oh. Das ist ein Heilbutt. Junge. Das ist ein kleiner, aber hast du gesehen, wie der Schnur genommen hat gerade? Ich dachte, der zieht mich um, legt mich um mit dem Kajak gerade. Ah, jetzt kommt er schnell hoch. Da ist er! Der ist im Butt! Juhu! Geil, das denn? Geil! Brauchst du Hilfe? Ja! Alter! Das ist ein Mini-Butt! Man stellt sich vor, das ist ein großer! Achtung, ich bin hinter dir. Ist das geil, Jungs? Das ist ein kleiner Mini. Ich glaube, der hat nicht Mindestmaß, leider. Da war er endlich. Ich glaube es nicht, der Fluch ist gebrochen. Nach 17 Jahren endlich wieder ein Butt. Im letzten Jahr keinen einzigen gefangen. Und da kam er einfach so aus dem Nichts. Ich habe wirklich eigentlich nicht mit gerechnet oder nicht dran geglaubt. Aber jetzt war ich natürlich heiß. Jetzt wusste ich, wir werden noch mehr fangen. Das war nicht der letzte. Und da ist er. Unser erster Heilbutt. Kann man vielleicht noch gar nicht so nennen, Heilbutt. Aber doch schon eine schöne Platte. Ey, eigentlich die perfekte Küchengröße, aber 82 cm, 84 ist Mindestmaß. Das heißt, ich bin mega happy. Danke, mein Guter. Du darfst jetzt zurückschwimmen.
das Geile an dem Fisch ist, der war jetzt nicht groß, aber dieses Vertrauen in den Spot zu bekommen und darin Vertrauen zu haben, was man macht, das ist enorm wichtig. Ich glaube, ab jetzt, schnell auf Holz klopfen, kann es nur noch besser werden. Ich bin auf jeden Fall mega happy. Nicht gerade einfach hier bei den Wellen. Das Kajak stellt sich immer quer zu den Wellen. Und so langsam werden sie auch so groß, beziehungsweise sind immer wieder zwischendrin echt große dabei. Und das schüttelt es einen hier ganz schön durch. Gerade wenn man so richtig drin ist, den ersten Butt gefangen hat, ich war mir sicher, jetzt kommt gleich noch einer. Aber da spielt das Wetter nicht mehr mit. Der Wind wurde immer mehr und irgendwann war es grenzwertig und auch gefährlich. Deswegen war eigentlich nur noch eine Möglichkeit und die hieß abbrechen. Wir werden jetzt, das wird sehr anstrengend, der Rückweg, den werden wir jetzt antreten. Und dann werden wir uns erstmal stärken, was essen und dann noch mal einen windgeschützteren Bereich suchen. Aber so geht das hier nicht weiter. Auch wenn wir glauben, dass die Butts hier beißen, ist das auch irgendwann nicht mehr sicher genug. Ja, das ist so anstrengend im Wind. Oh, Becky, das war ein Ritt. Hier ist ja schön jetzt, windgeschützt. Boah, aber draußen war wild. Ja, da ist man dann den Witterungen schon ganz schön ausgesetzt. Ach, platt vor allem bin ich jetzt. Aber ich freue mich aufs Essen. Habe echt Hunger. Heute machst du's, oder? Nee. Aber guck, wie geil das Wasser da vorne schon wieder aussieht. Ja, wie in der Karibik, ey. Und der weiße, kleine, idyllische Sandstrand. Auch wenn wir natürlich lieber weitergeangelt hätten, war das die richtige Entscheidung abzubrechen. Und parallel haben wir noch auf dem Weg nach Hause 1, 2 kleine Fische gefangen, die wir uns dann schön zum Mittagessen zubereiten konnten. Somit haben wir die Zeit genutzt, um richtig gestärkt dann am Nachmittag nochmal auf Heilbutt gehen zu können. Auch wenn es anglerisch jetzt noch nicht ganz so läuft, wie wir es uns gewünscht hätten, glaube ich, können wir uns nicht beschweren. Wir haben schönes Wetter, wir sind an einem wunderschönen Platz, haben frisch gefangenen Fisch und bis jetzt ist auch noch kein größeres Chaos passiert. Der wird dort irgendwie nicht knusprig, der brennt nur an. Mann, ey, Becky, was glaubst du? Fangen wir heute noch einen großen Butt? Wir sind am richtigen Platz oder am richtigen Ort. Problem ist nur, ob uns der Wind später wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ich ärgere mich so, dass wir da weg mussten. Ich wette, wir hätten da auf jeden Fall noch eingefangen. Na, so viele Bisse. Naja, ich hätte auch gerne mal ein Heilbutt gegessen, um zu wissen, wie der schmeckt. Jetzt haben wir ordentlich Mittagspause gemacht, aber jetzt wird es auch wieder Zeit fürs Angeln. Wie immer, Dustin ist schon vorgelaufen. Die Bedingungen sind jetzt eigentlich gut. Wir fahren jetzt noch mal raus. Die Tide ist ablaufend und wir haben vorhin bei auflaufendem Wasser schon gefangen. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir den Kapitalen, also Kapital ist für mich, für die ganzen Norwegen- und Heilbutt-Experten natürlich nicht, ist so ab 1,20 Meter. Darüber würde ich mich schon sehr freuen. Mit den Tide-Unterschieden ist so krass. Wir haben uns beim ersten Heilbutt einen Spot gemerkt quasi. Wir hatten so einen Stein, der rausgeguckt ist und gesagt, ey, da fahren wir jetzt wieder hin. Dann sind wir herausgefahren. Wir haben das Ding einfach nicht wiedergefunden. Da vorne ist er. Wo? Höchstens der, aber das auch nicht, weil das ist ja mittendrin. Das war auf gar keinen Fall so. Aber kann sein, wenn jetzt 1 Meter weniger Wasser ist, da war schon noch dahinter doch auch noch was. Aber wir haben nicht auf das offene Meer geguckt von dem Spot. Markus, was sagst du? Wir haben den Stein und das Areal nicht wiedergefunden. Und das zu dritt. Wir haben alle drei, jeder eigentlich eine andere Meinung gehabt. Einer hat gesagt, der ist da hinten, Markus hat gesagt, der ist da. Hat auch fast zu einer kleinen Streiterei geführt. Ja, das stimmt. Becky, komm, Handy weglegen, Tinder, das bringt jetzt ja nichts. Hier sind die Heilbutts, die Butze. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu sehr rausdriften. Bis. Oh, ein Riese hinterher. Er hat den Mund. Ja. Oh, Alter. Ah. Oh. Fuck, ich hab den Live-Biss gesehen.
Großer Butt? Ja. Oh, genauso wie sie es erzählt haben. Erst gebissen, dann habe ich ihn gesehen, im klaren Wasser. Dann hat er sich den voll weggenommen. Alter, ich krieg den nicht bewegt, ne? Nicht? Nee. Jetzt krieg ich ein bisschen hoch. Alter, jetzt, ich hab's live gesehen, wie der hier hinterher ist. Ein Rauch. Oh, so groß ist der gar nicht. Ich dachte, der ist viel größer. Schade. Ach, der ist ja. Ich dachte, der ist viel größer. Ah, der ist der größte für heute. Der hängt ganz knapp. Den krieg ich bestimmt nicht. Der hängt minimal noch. Kann ich dir was helfen? Boah. Was haben sie gesagt, ne? Bis zum Boden gehen sie. Weißt du, der größte von heute, ja? Ey, ich dachte, der ist viel größer. Boah, der hängt so knapp. So vorsichtig bitte. Ich will den irgendwie kriegen. Und Schwanz oder so fassen. Hoppa! Geil, Petri, ja, das ist der größte. Oh, schwarzer Venom rasiert heute einfach. Da ist er. Mein größter Butt seit 17 Jahren. Das letzte Mal einen Marsigen gefangen. Jetzt wieder ein Marsigen. Wie geil ist das bitte? Guckt euch diesen schönen Butt an. Klar, kein Riese, aber für mich es ist ein absoluter Traum. Yes! Endlich, nach 17 Jahren, der erste maßige Heilbutt. Ab Nord 2.0, so gestruggelt, kein Fisch gefangen. Und jetzt war er endlich da. Ich habe mich wirklich richtig gefreut. Für die meisten Norwegen-Fahrer wahrscheinlich ein Schniepel. Aber für mich der größte Fisch des Jahres auf jeden Fall. Es war wirklich eine richtige Erleichterung. War richtig geil. Und vor allem der die perfekte Größe für die Küche gehabt. Ich bin happy. Den nehmen wir jetzt mit. Dann haben wir endlich den Vergleich. Heilbutt oder Pollack? Was ist besser? Ein großer Vorteil dieser Tour war, dass der Haussegen nicht ganz so schief hing, weil man konnte sich tatsächlich zu Hause melden. Wir hatten Empfang. Ich habe dann eben zu Hause bei der Regierung angerufen. Und was passiert natürlich, wenn er abgelenkt ist? Na klar, wenn man beiden gerecht werden will, ja auch. Und oh, ein fetter Butt, fetter! Alter, der hatte weit über einen Meter. Sorry. Ja, Alter, ich muss dich weglegen. Babe, ciao. Alter. Ciao. Alter, das ist ein Monster. Alter, wie krass ist das? Oh, fuck. Dustin hat es gerade angekündigt. Da ist ein fetter Butt unter seinem Boot. Und 10 Sekunden später sehe ich, wie er mit komplett krummer Route Alter. schnell zu ihm. Vielleicht braucht er Hilfe. Alter. Alter. Alter, das ist was ganz anderes. Ganz andere Hausnummer. Becky, jetzt brauchen wir die Schlaufe. Gerade zu Hause angerufen. Da gucke ich runter und dann... Junge, dann gucke ich da runter und sehe einen wirklich, also im Vergleich zu den jetzt, richtig großen Butt. Oh. Mann, wir haben hier einen Honeyhole gefunden, Becky. Das ist einer am anderen und du hockst genau drauf anscheinend. Er hat heute mal wieder die Scheiße an den Fingern. Ey, nicht, dass ich mich wieder verguckt habe, aber der sah so groß aus, der fühlt sich auch deutlich schwerer an. Guck mal, Becky, der kommt gleich. Oh ja, der ist viel größer. Der ist viel größer. Viel größer, ne? Ja. Oh, Alter! Achtung, der geht gleich runter. Ja. Junge, was ist das? Alter. Das ist mein Meterfisch, oder, Becky?
mit dem Polestar-Kajak hier mitten auf dem Nordmeer. Das ist ein Abenteuer. Wie geil ist das bitte? Und wieder der schwarze Venom. Den Tipp habe ich von Daniel Weyers bekommen. 80er Venom. Oh. Eine richtige Tischplatte. Oh, Becky. Alter, der ist riesig. Wow. Und er will noch mal runter. Boah. Oh, Mann, ey. Ah. Willst du mit ihm ans Land? Ja. Okay. Becky, kommst du hierher und hilfst mir gleich mal? Jetzt kommt er. Kannst du es machen? Alter, ist der groß. Ist der groß. Alter. Ich hab nur ein bisschen Schiss. Du musst den ja dann festhalten. Das gibt's doch nicht. Okay, komm jetzt näher. Da ist er. Haben wir ihn, Becky? Yes! Ja! Wir sind jetzt hier gerade 30, 40 Meter ans Ufer gefahren. Becky hat den Fisch an der Schwanzwurzel. Das ist einfach, bei so einem großen Fisch, den kann man auf dem Kajak nicht präsentieren, oder zumindest ich nicht, bin ich zu unerfahren. Deswegen jetzt kurz hier im seichten Wasser und dann darf er auch direkt schwimmen. Becky, komme! Was für ein Tier. Dafür sind wir hergekommen. Es hat geklappt. Of the Ocean. Queen of the Ocean. Wahrlich kein Kapitaler für uns. Ach. Das Größte. So geil. Danke. Eine richtige Tischplatte und wie wunderschön diese Maserung hier ist. Becky, Herrlich, oder? das sind Tiere, oder? Was ein wunderschöner Fisch. Einen guten Kampf hat er gegeben. Krasse Zähne. Dafür sind wir hergekommen. Ich bin so happy. Vielen, vielen Dank. Queen of the Ocean. Guckt euch den an. Zeig mir. Guckt euch diesen wunderschönen Fisch an. Ist das nicht ein Traum? Wow. Yes, Becky, danke. Sehr, sehr gut Geil. gemacht, mein Lieber. Einen nach dem anderen rausgezimmert und dann noch hier den Kapitalen. Geil. Der darf gleich wieder zurück in seine Element. Wir haben einen zum Essen dabei. Und dieser Moment, wenn er so schön ins Wasser gleitet, weggleitet, einfach unbeschreiblich. Was ein Fisch. Der hat einen ganz besonderen Stellenwert für mich, ey. Nachdem wir letztes Jahr so gestruggelt haben, nichts geschafft haben, dieses Jahr kommen wir hier an, Sturm, Regen, sieht so aus, wir können mit den Kajaks nicht raus. Wie gesagt, für die ganzen Heilbuttangler wahrlich kein Kapitaler, für mich ein Riesenwert. Für uns. Unglaublich geiler Fisch. Wir sind hier mit den Danke. Kajaks hergekommen. Danke für diesen Moment, ey. Einfach geil, ey. Heute Morgen haben wir noch gesagt, irgendwie sind wir noch gar nicht bei Abnorf 3 angekommen. Nee, Und auf einmal sind wir mittendrin. mittendrin, ey. Yes! Juhu! Ja. Die Butts waren in Beißlaune, Dustin hat's gezeigt. Aber es war schon so spät, dass wir eigentlich abbrechen mussten. Wir mussten noch kochen, das Camp vorbereiten für die Nacht. Und Marshmallows wollte Dustin natürlich auch noch essen. Die ganzen Einsiedler-Tapes hier lustig. Die werden alle abends auch aktiv, ne? Ja. Wie du in der Disco. Ja, während Becky jetzt den Heilbutt filetiert und auf den Scotty schmeißt, muss ich Feuer machen für unsere Marshmallows und ein bisschen, um die Sachen zu trocknen. Ich habe noch nie einen Heilbutt filetiert. Liegt vielleicht daran, dass ich noch nicht so viele gefangen habe. Aber ich glaube, grob zu wissen, wie es funktioniert. Ich weiß nicht warum, aber wir schaffen es immer wieder, spät ins Bett zu kommen und nicht zu schlafen. Gleich wieder 0 Uhr.
Und ich krepe über die Steine und suche Holz. Dieser Blick, ey. Schade. Morgen geht's schon wieder nach Schweden, aber da wartet das nächste Abenteuer auf uns. Also alles nicht so schlimm. So, jetzt haben wir das erste Filet. Das ist schon mal eine ordentliche Portion, aber das Ganze gibt es jetzt noch mal 4. So, Feuer mache ich jetzt doch schon an. Einfach, weil wir die Hoffnung haben, dass der Rauch die Mücken verscheucht. Die sind nämlich extrem lästig. Oh, Becky, das sieht schon gut aus. Ja, das erste Stück ist im Rennen. Ich bin echt gespannt, ob Heilbutt jetzt wirklich, also, oder beziehungsweise was besser schmeckt, Pollack oder Heilbutt. Und du hast gesagt, Pollack schmeckt dir besser, ne? Ja, aber ich muss sagen, ich habe mal auch noch nie so fangfrisch direkt am Wasser gegessen. Von daher bin ich jetzt auch gespannt, wie er schmeckt. Es sieht ein bisschen wie Forellenfleisch aus. Ne? Ja, gell, ganz weiß. Viel besser. Ganz andere Konsistenz, gell? Viel. Also die Konsistenz ist viel geiler. Danke, Becky. Ich nehme Gerne. mal deinen Teller, ne? Gerne, gerne, da kommt noch genug. Boah, ist das geil. Also ich freue mich jetzt auch, mir ein schönes Stück rauszubraten. Und natürlich Markus auch noch. Ja, Markus kriegt natürlich auch noch ein Stück. Er ist wirklich viel besser. Komm, ich gebe dir ein Stück von meiner Gabel. Und dann sagst du mir, ganz ehrlich, ob es besser ist oder nicht. Nicht die Gabel berühren. Alter! Oh ja. Oder? Die Revenge, die Rache vom letzten Jahr ist uns geglückt. Es war unglaublich intensive Tage schon wieder, aber auch sehr, sehr geil. Markus, komm, mach Kamera aus, hol dir auch so ein Ding. Und genieß den Abend mit uns. Den letzten Abend in Norwegen. Den letzten Abend in Norwegen, bevor es nach Schweden geht. Auch wenn wir wie immer Schwierigkeiten hatten, Norwegen zu verlassen, haben wir uns auf Schweden gefreut und haben uns am nächsten Morgen ins Auto gesetzt, um 600 Kilometer ins Nachbarland nach Schweden zu fahren. Es geht nach Schweden und bei Up North, wenn es nach Schweden geht, wisst ihr alle, Ist Regen im Programm mit dabei. auf unserem Trip sind wir auch in diesem Jahr wieder am Salztraum vorbeigefahren. Und ihr wisst es alle, wenn man einen guten Spot hat, dann will man den auch mal fischen. Allerdings bei dem Regen ist mir die Lust dann doch vergangen. Wir fangen jetzt einen Dorsch. Komm. Oh, ich gehe wieder rein. Alter. Ist das so eklig? Ja. Egal, komm, wir ziehen durch. Angeln ist so krass. Ne? Am Vortag noch super happy, bestes Wetter, dicken Heilbutt gefangen und jetzt steht man hier in der Soße. Regen ohne Ende und fängt keinen Fisch. Will eigentlich nur noch weg oder ins Warme und hat keinen Bock aufs Angeln. Und da hatte ich wieder Flashbacks, weil Kameras sind beschlagen, GoPros sind ausgefallen, die Technik ging wieder nicht, weil so viel Wasser runtergekommen ist. Das war schon wieder eigentlich eine Nummer zu viel. Ja, aber man muss sagen, den Spot wollten wir trotzdem unbedingt angeln. Und ja, hat sich auch gelohnt. Fisch! Fisch an. Boah, schöner Dorsch. Yes! Oh, guckt euch das Wetter an, was ein Kampf. Dann kommt so ein Fisch und alles vergessen. Alter! Was ein geiler Dorsch. Oh, wunderschöner Dorsch. Der darf jetzt zurück in sein Element. Danke dir. Geiler Fisch, ey. Geil. Geil. Ich glaube, jetzt können wir beruhigt nach Schweden fahren, oder? Gut gemacht. Ich habe es anfangs von dem Film schon mal gesagt. Der Heilbutt hat irgendwie eine ganz besondere Faszination für mich. Und deswegen fällt es mir immer schwer, Norwegen zu verlassen. Ich bin immer wehmütig und habe eigentlich keinen Bock. Ich würde am liebsten immer da bleiben. Guck mal, Becky, hier sind die letzten Häuser gewesen. Jetzt geht's wirklich raus in die Wildnis. 100 Kilometer, glaube ich, noch, ne? Insgesamt. Und Ja. die letzten 20 Kilometer sind vermutlich nur noch Schotterpiste. Na, Schotterpiste, ich glaube gar keine Piste, oder? Ich habe es nicht richtig auf Google Maps erkennen können. Das ist Ja. Jetzt sind wir, weiß nicht, 50 Kilometer durch nirgendwo gefahren, wo es wirklich nichts gab. Und jetzt weiß man auch, warum wir wirklich im absoluten Outback sind. Wir biegen jetzt hier ab
Und lassen ja Asphaltstraße hinter uns. Ja, das wird wild hier. Das ist wirklich Stein, Schotter, Lehm. Mal gucken, ob wir da ankommen, aber ich denke schon. Ich habe Vertrauen in dich als Captain hier. Ich erinnere mich an Spanien. Guck mal, da sehe ich schon einen See durch. Das könnte schon der sein, wo wir jetzt gleich hingehen. Ich glaube, das ist der. Das ist der. Das sieht nass aus. Radhosen an, Kajaks rein. Komm, Jalla. Boah, sind hier viele Mücken. Boah, das hast du Mückenspray. Ja. Kannst du mir ein bisschen was ins Gesicht spritzen? Kein Problem, weggehen. Wenn du den Mund nicht so zusammenpresst, dann mache ich es noch lieber. Komm, weg die Kajaks runter. Ah, wenn ich die sehe, erinnert mich alles an Norwegen, an Heilbutt. Alles erinnert mich an Norwegen. Folgendes, Leute. Wir müssen noch Seile an die Kajaks machen, weil es gibt vielleicht eine kleine Abseilpassage. Nur eine kleine. Für dich gibt es wahrscheinlich mehr als eine Abseilpassage. Ja, kann nur passieren. Nach dem Frühstück vielleicht morgen. So, Becky, los geht's. Oh. Oh. Boah, Becky, das war erst der Anfang der Tortur. Ich bin jetzt schon komplett durchgeschwommen. Ja, ich auch. Und vor allem, es geht jetzt noch ein paar, also viele Kilometer über Wasser. So, lass uns das mal reinschieben, das Moped. Okay, Männer. First Cast typisch. Wir sind ehrlich auf dem Wasser, haben ewig gebraucht. Und was kommt im Hintergrund? Na klar, der Regen. Naja, aber trotzdem, ey, guckt euch das an. Diese Natur. Ich hab's gerade schon gesagt. Man wird hier einfach jetzt die nächsten 3 Tage keinen einzigen Menschen sehen. Vielleicht mal ein Elch oder weiß ich was. Aber ansonsten sind wir hier ganz für uns allein und erkunden ein Gebiet, wo vermutlich wirklich noch nie jemand geangelt hat. So, jetzt etwa 10 Kilometer zum Campspot, beziehungsweise erstmal um Campspot zu finden und erstmal das Gewässer zu erreichen. Komm, Becky. Jetzt haben wir 18 Uhr gleich. Boah. Wir müssen noch essen, kochen, Camp aufschlagen, ein bisschen angeln. Erstmal müssen wir jetzt die große Stromschnelle bewältigen. Ah ja. So, Becky, hier geht's rein zur Stromschnelle. Ich merke schon, die Strömung wird langsam ein bisschen stärker. Merkst du? Ja. Guck mal, wie schnell wir vorankommen. Also ich dachte, das liegt an meinen starken Beinen. So, Becky, komm, durch da. Let's go. Bist du hier aufgestanden, Becky? Nee. Ich bin zu fett. Ich komm da nicht rüber wie du. Die Stromschnelle sieht zum Glück nicht ganz so gefährlich aus. Aber ich glaube, es wird trotzdem nicht ganz einfach, die schweren Kajaks durchzubekommen, weil alles voller Steine ist, voller großen Brocken. Ich habe vorne gar kein Gewicht. Ah, dann weißt du ja, wo ich als nächstes hingehe. Nach vorne. Und kommt sie? Ja. Kannst du hinten ein bisschen Druck machen, bitte? Ja. Danke. Ziehen wir was? Nee, aber jetzt kannst du langsam ablassen. Druck machen. Ja, ja, ich hab Druck. Ein bisschen weniger Druck. Ich mach keinen Druck. Pass auf, bitte. Du musst schnell hochheben, sonst läuft das Wasser rein. Oh, vorne hochheben, schnell. Vorne, 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 vorne. Ja, nimm das Seil bitte. Dann geht's. Top. Okay. Weißt du, was ich mir nur gedacht habe? Die Sache ist ja runter, easy, aber hoch. Lass uns darüber nachdenken, wenn wir an den Punkt kommen.
Auch wenn die Stromschnelle auf den ersten Blick gar nicht so anspruchsvoll aussah, die hat schon in sich gehabt. Ja, man hat das unterschätzt. Ne? Es war natürlich nichts im Vergleich zum letzten Jahr, muss man sagen. Die waren kürzer. Aber da waren auch so Untiefen drin, Löcher. Und dann waren immer so ganz enge Bereiche, die extrem viel Druck hatten, wenn das Kajak da so irgendwie sich querlegt. Es war schon wieder anstrengend und es war schon wieder irgendwie so, ja, dass man dachte, hey, wenn das jetzt noch länger wäre, hätte man keinen Bock, da runter zu gehen. Man hat sich mal wieder deutlich leichter vorgestellt. Ja. Das sind alle Routen runter. Jo, Ich habe sie gerade fast alle geköpft. wäre jetzt für dich nichts Neues. Leute. Wuhu. Das denn, wir sind da. Ich noch nicht, aber gleich hoffentlich. Oh, die Mücken sind auf jeden Fall auch schon zu Hause. Typisch für uns. Eigentlich müssen wir jetzt Camp machen, aber wir wollen jetzt echt mal den ersten Wurf machen hier, oder? Aber wir müssen wir schon In machen. dem See, wo wirklich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch nie jemand geangelt hat. Und die Research und alles andere mit den Leuten, die wir geredet haben, über Monate. Ich glaube, hier hat noch nie jemand geangelt. Becky, Das ändert sich aber jetzt. In Mach genau 1, 2. mach die GoPro an, Junge. Erster Wurf, kein Biss. Scheiße. Schlechtes Gewässer hier. Wir müssen woanders hin. Hier hat noch nie jemand geangelt. Und jetzt wissen wir auch wieso. Den Spruch haben wir schon oft gesagt. Das sagt man hier so einfach, aber es stimmt. Und das birgt natürlich auch Gefahren. Wenn hier noch nie jemand geangelt hat, dann weiß man natürlich auch nicht, was sind da überhaupt für Fische drin. Wir haben uns das auf Google Maps angeguckt und dachten, hey, das Potenzial ist da, da könnten große Hechte drin sein, aber man kann auch da hinkommen und es gibt nur Forellen oder Eritzen. Deswegen war der Druck schon wieder da. Up North 2.0, erinnert euch alle. Da sind wir richtig auf die Fresse gefallen und das wollten wir in diesem Jahr auf jeden Fall vermeiden. Hier, keinen Fisch zu fangen, das wäre hart. Oh, vor den Füßen! Junge! Der hat ihn richtig weggenommen. Alter, das ist ein großer. Junge, der komplett weggezimmert. Hier am Krautfeld. Ich habe ihn gerade zum Krautfeld gesehen und dachte noch, ey, sieht super gut aus. Guckt dann nochmal zur Seite zu Becky und pam, ist er raufgeknallt. Junge, der hat den so zerlegt, den Köder. Der komplett drin. Boah. Oh, jetzt zieht mich zurück. Vielleicht machen wir so nachher einfach, wenn wir zurück wollen. Fangen wir uns einen Hecht, der uns dann die Stromschnelle wieder hochzieht. Schöner. Und drin hier. Jawohl, da ist er, der erste. Der erste schöne Schwedenhecht. So, da ist der Köder, unser Ghost. Und das ist doch für den Anfang schon ein richtig schöner. Richtig schöner Schwedenhecht. Oh, der Wird der ist haben? 90? 90, so 91. würde ich Und sagen. auch nicht schlank. Nee, richtig. Ungewöhnlich für die ruiniert. Jahreszeit und die. Geil, danke schön. Erster Fisch und gleich so ein schöner. Was für eine Erleichterung. Ich habe es vorher schon mal gesagt, man weiß ja nicht, was da drin ist. Jetzt wussten wir und waren uns sicher, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Es gibt Hechte und es gibt nicht nur Hechte, es gibt auch große Hechte. Weil der hatte direkt 90 und wenn da 90er drin sind, sind da auch Meterfische drin. Ja, jetzt hängt er. Jawohl. Nein! Wieder verloren, Alter. Hab ich gesehen. Ich hab... Egal, wir kriegen noch ein paar. Ja, ist aber egal. Mann! So, Campspot suchen haben wir uns natürlich einfacher vorgestellt. Becky, Hier ist alles weich, du wiegst halt nur 20 Kilo. weich, nass und absolut uneben. nicht geeignet Das für haben ein wir, Zelt. haben wir wieder nicht bedacht, ne? Auf der anderen Seite war... Oh! Was ist los, Markus? Steckst du fest? Alter, bis zum Knie. Ja, ich bin da hinter den beiden hergelaufen und auf einmal, schwupps, war ich da echt mehr als über dem Knie im Moor versunken. Und dann dachte ich so, ja, Becky, hilfst du mir jetzt raus? Nee, da läuft er erstmal noch rum und filmt mich, ja. Komm, Becky, wir hauen Wir ab. brauchen erst ein paar Videoaufnahmen von dir, bevor wir dich da rausholen. Krass, Alter, Was du machst bist du bis zu denn? den Knien drin. Wie viel wiegst du denn? 70. Ich bin da gerade mit 90 rübergelaufen. Über die gleiche Stelle. Rein. Nee, nee.
Was machst du denn? Oh, jetzt geht's wieder von da. Oh. Für vor nachts krabbelst du raus aus dem Zelt, willst kurz scheißen gehen und dann steckst du bis zu den Knien im Schlamm oder im Matsch oder im Moor. Ja, aber hier ist gut. Hier wird schon fester, gell? Hier ist gut. Aber ist es auch eben? Ja. Besser wird's nicht, würde ich sagen. Wollen wir mal hier Richtung Wasser laufen? Weil vielleicht finden wir was noch näher am Wasser ist. Ja, aber hier muss man sagen, könnte man theoretisch sein Lager aufstellen. Ja. Ich finde, hier sieht es fast gruselig aus in dem Wald. Findest du? Ja, wie so ein verwunschener kleiner Hexenwald, wie man das nennt. Was ist denn da drüben? Siehst du das? Oh. Hä? Die bewegen sich, das siehst du, ne? Kein Witz jetzt. Können Elche sein, können Bären, gibt's hier wohl auch. Im Idealfall sind es keine Bären. Im Idealfall sind es keine Bären, finde ich auch besser. Wirklich, ich dachte, ich war mir sicher, das bewegt sich. Und ich war mir eigentlich auch sicher, ey, von der Form ist eher ein Bär als ein Elch. Irgendwann haben wir dann gesehen, als wir näher gekommen sind, ja okay, das waren dann doch nur vom Wind umgeknickte Baumstämme. Aber naja gut, mal kurz weggehen, ein bisschen Angst machen, kann ja auch nicht schaden. Dann lass zurück zu den Kajaks. Wir haben auf jeden Fall einen Notfallplatz da vorne gefunden. Genau. Ist zwar recht weit weg vom Wasser, aber besser als gar nichts. Da sind wir einmal um den ganzen See gedackelt, haben ewig gesucht. Und wo kommen wir am Ende natürlich raus? Da, wo wir ganz am Anfang waren. Boah, ey. Wo hast du denn werfen gelernt? Ich habe vorgesorgt und habe einen Tarp mit eingepackt, was wir im letzten Jahr nicht hatten. Ich weiß. Ich glaube, das kannst du sowohl spannen als auch zu so einem Dreieck aufbauen, weißt du? Ja, wir brauchen es aber nur spannen. Höher als die Zelte, das wird für dich schwierig. Soll ich es dann machen, oben anbringen? Ja, macht Sinn. Sonst wird das hier eine Hobbithöhle. Na dann lass mal spannen. Da musst du mir nur mal ganz kurz helfen, Warum? weil ich nicht hochkomme. Wir können es noch niedriger machen. Nee, ich hab's. Ja, wir müssen nur schauen, dass sich jetzt hier keine Wasserblase bildet und das ganze Ding heute Nacht runterreißt. So, Arbeitsteilung. Natürlich fängt es an zu regnen, wenn wir in Schweden sind. Becky baut Zelt auf. Ich suche für unser Traum einen Stab. Ey, das geht schon wieder genauso weiter wie im letzten Jahr. Es kann doch nicht sein, dass wir immer diesen Regen abbekommen. Sieht vielleicht ein bisschen albern aus mit dem Messer, aber das ist echt gut. Hier. Bitte. Geil, aber wie hält der jetzt? Behält. Ich mache hier noch ein kleines Löchlein und dann ist eigentlich perfekt, oder? Was haben wir eigentlich im letzten Jahr gemacht? Was haben wir uns dabei gedacht? Wir standen noch in dem Laden, im ICA. Ich habe gesagt, oh, sollen wir so einen Tarp mitnehmen? Nein, brauchen wir nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein Ding eingesetzt, aber es war so dumm, dass wir das nicht dabei hatten. Ey, Warthosen nicht dabei, Tarp nicht. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich, Alter. Warten wir ab, noch 5 Touren und wir sind die absoluten Profis in allen Belangen. Ist so. Also ich habe jetzt Feuerholz geholt. Erstmal so kleines Zeug, um es ein bisschen größer zu kriegen. Nicht alles nass bei dem Regen. Aber das Gute ist, ich habe viel Rinde von der Birke gefunden und die ist natürlich extrem gut als Brandbeschleuniger. Und ich denke, so kriegen wir es dann trotzdem an. Feuer brauchen wir heute eigentlich gar nicht so, aber so ein bisschen fürs Gefühl, um hier in den Camp-Vibe reinzukommen. Das ist immer wichtig. Null Uhr. Camp steht. Einigermaßen. Ja. Aber das gibt uns die Möglichkeit, noch mal angeln zu gehen. Dann wird jetzt auch Zeit. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, aber irgendwie haben wir noch nicht viel geangelt. Gell? Nee. Komm, lass nicht so lange rummachen. Ab aufs Wasser. Wir wollen noch einen Dickie fahren. Und wir müssen ein bisschen rennen, dann wird man so ein bisschen wacher wieder. Ja, ich dachte schon, geil, jetzt haben wir das Camp aufgebaut, jetzt essen wir noch was und gehen ins Bett. Und ich gucke dann so und wusste gar nicht, was los ist. Da rennen die beiden auf einmal los. Dann muss ich natürlich die Kamera nehmen und wieder hinterher rennen und filmen. Unglaublich, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt. Richtig krass. Mystisch, oder? Oh, jetzt geht's los. 0 Uhr. Boah, irgendwie ist es kalt. Mir ist richtig kalt.
Alter, sieht das hier aus. Krass, oder? Fisch! Fisch? Nee, Stein. Hey, mitten auf dem Tümpel ein Stein hat. Da muss ich mal hinfahren. So langsam verlieren wir, ups, jetzt bin ich auf dem Stein, so das Tag-Nacht-Gefühl. Und ich bin trotz der späten Stunde eigentlich noch topfit. Unglaublich mystisch jetzt, ne, Becky? Das sieht so krass aus. Muss man So überlegen, krass. mitten in der Nacht, irgendwo in Nordschweden, hängen wir zwar hier auf dem See rum und versuchen ein paar Hechte zu fangen. Schon verrückt, oder? Ja. Schon verrückt. Dieser Nebel mitten in der Nacht war einfach unglaublich. Es sah so krass aus und diese Stimmung, es ist, glaube ich, schwer in Worte zu fassen. Es war magisch. Irgendwie wollen die Biester nicht. Nee, ich glaube, die beißen einfach gerade nicht. Naja, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, echt eine scheiß Phase gerade. Wenn jetzt hier in dem Schilfgürtel keiner beißt, dann ist es tot. Hier stehen doch garantiert welche. Ja, Fisch. Ah ja, klein. Klein, klein, ganz klein. Oh! Nicht so klein. Nicht so klein? Ja, doch. Aber ich dachte, das ist ein 45er, aber ist eher so ein 90er. Geil. Boah. Geiler Fisch auf jeden Fall. Ja, doch, der hat schon eine ganz schöne Futterluke. Ich sag, der hat 90. Was sagst du? Ermessen. Das ist vielleicht fast Gießmühle. Ah, komm mal. Der ist groß. Der passt gar nicht rein in diesen Kescher, ey. Rechten hinten? Doch, der ist groß, der größte für heute. Ja. Mann, ey. Boah. Oh. Mitternacht. Mitternachtshecht. Mitternachtsmama. Nee. Vielleicht ist es Mitternachtsmeter. Ist auf Leider jeden Fall ein nicht, aber ist richtig... nicht weit weg davon. Nee, das ist ein richtig schöner Fisch, ey. Wow. Boah. Boah. Alter. Was für ein geiles Tier. Ghost. Voll weggezimmert. Und als er gebissen hat, sind ganz viele kleine Fische weggesprungen. Ritzen sind das hier, glaube ich. Und es war noch so geil, du hast 3 Sekunden davor gesagt, wenn hier keiner beißt, ist der Tümpel tot. Ja. Und er hat gerade eben das Wort ausgesprochen und buff, hab ich Buff, gesehen. das stimmt. Zu groß für uns zum Essen. Geil, ich bin so happy jetzt. Mann. Hat sich doch gelohnt, nochmal rauszugehen hier. Um 0 Uhr. Mittlerweile, 5 vor 1. 5 vor 1? 5 vor 1? Geil, aber ich glaube, an dem Schilfgürtel steht noch einer. Ja, da werden wir noch mal angeln, oder, Micky? Ja, ein paar Würfe machen Ein paar Würfe machen wir schon noch. Ich will auch noch schön Pike vorm Schlafen gehen jetzt fangen. Ja, du schläft es sich auch besser, habe ich So gehört. ist das. Ich bin müde. Ich glaube, wir sollten noch langsam. Ja, ich würde sagen, die nächste Schilfkante da hinten noch in der Bucht. Sind die nicht besonders aktiv, obwohl der Dustin jetzt noch so einen geilen Fisch fangen konnte? Mann, ey, ich will aber noch einen fangen, bevor es ins Schlafen geht. So, Becky, ich würde sagen, das war der letzte Fisch. Lass mal zurückfahren, oder? Ah, die Sonne kommt schon wieder raus. Jo. Alter, vergiss es, dass wir hier pennen können. Schnell zu, schnell zu, schnell zu. Die sind schon alle drin. War ein ultra langer Tag, muss ich sagen. Ja, und wir haben ja fast gar nicht geangelt. Wir haben ja nur Anreise, Camp suchen, Camp aufbauen. Wir haben effektiv vielleicht 2 Stunden geangelt. Und morgen geht's weiter. Da gehen wir nämlich weiter entdecken. Hier gibt's noch einen See. Und darauf habe ich richtig Bock, weil wir dann richtig Zeit haben zum Angeln. Ich rutsche hier immer runter, guck mal. Ja. Ich rutsche hier wieder runter. Naja, egal. Gute Nacht, Markus. Gute Nacht, Markus. Dann waren wir fertig mit Angeln. Die beiden gehen ins Zelt und ich dachte so, was ist mit Essen? Am nächsten Tag ging es endlich auf Topwater-Hechte. Mit das Geilste, was man eigentlich meiner Meinung nach in Schweden machen kann. Komm, Becky. Aufstehen. Es war eine wilde Nacht. Du siehst leicht verschlafen. Ich habe echt scheiße geschlafen. Jetzt kurz Haare waschen, frühstücken. Haare waschen.
Ja, typisch. Du nimmst ja auch eher einen Rasierer mit als eine Ersatzrute. Ey, Ja, lass Haare waschen gehen, auch okay. man darf nicht vergessen, wir sind am Set und du weißt nie, wer zuschaut. Vielleicht schaut da gerade eben meine zukünftige Frau zu. Die musste ich ja auch nehmen, wenn du zerzusselte Haare im Outback hast. Da kann sie nicht immer geleckt sein. Muss ich die mit zum Angeln nehmen? Ja, nee, aber wachst du morgens im Bett mit gemachten Haaren auf? Nee, aber ganz so Das fertig. würde mich jetzt auch nicht wundern. Ganz so fertig wie da nach einer Nacht im Zelt sehe ich da zum Glück hoffentlich nicht aus. Okay. Becky und ich haben uns ein großes Ziel gesetzt. Wir wollten einen Meterhecht auf Topwater fangen. Das war die Challenge. Dafür wollten wir aber einen anderen See fahren, der für uns, zumindest auf Google Maps, besser aussah. Aber zwischen See und uns lag noch eine Stromschnelle. Ich würde sagen, jetzt überqueren wir erstmal die Stromschnelle und lass uns die Kajaks hier irgendwie an der Seite parken Wollen wir einmal erst schauen? und dann einmal runterlaufen, gucken, was uns erwartet. Das ist ein guter Plan, sicherheitshalber. Ah, habe ich jetzt richtig Bock, hier runter zu laufen. Ja, ich hoffe, dass wir die schnell und unkompliziert jetzt passieren können. Ah, kannst du wieder hochziehen? Achtung, 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 deine Route. Was denn? Ah, meine an deiner Route. Das ist hier mal Mikado. Das ist wie heute Nacht. Bitte was? Nichts. Wir haben ja Schwerter gekreuzt, was? Davon wüsste ich was. Das ist schon wieder nicht so geil, Becky. Nee, die erste Stufe hier sieht schon ganz schön hoch aus. Ah, eine gewisse Abneigung gegen so Stromschnellen habe ich jetzt schon, muss ich sagen. Tja, ich glaube, diese Abneigung und Angst ist auch ganz tief in uns verwurzelt und so schnell kriegen wir den nicht mehr los. Ja, Angst würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber ja, es ist halt einfach kein Bock, wenn ich das sehe. Und ich finde, wir haben schlau gehandelt, dass wir erstmal gesagt haben, okay, wir gehen dann nicht direkt mit unseren Kajaks runter, wir laufen erstmal ab und gucken, welche Gefahren es gibt. Stell sich mal vor, das haben wir letztes Jahr alles ohne Warthose gemacht. Ja. Da bin ich von einem Stein zum anderen gesprungen. Wie bescheuert eigentlich, ne? Ja, das ist halt richtig kacke hier. Aber die hat schon ganz schön Druck. Ja, deswegen. Gibt aber eigentlich keine Alternative, ne? Nee. Ich meine, im Vergleich zum letzten Jahr ist das nichts. Nee, aber im letzten Jahr mussten wir tatsächlich die Dinger nicht wieder hochbringen. Da ging es nur runter. Vor allem hier, wenn die sich da festsetzen, ne? Aber dann saufen die ab. Ich gehe aber im Wald lang. Ist mir sicher. Ah, ist doch schon wieder eine Scheiße. Was hier für Riesensteine liegen, ne? Riesige Steine. Guck dir das mal an. Puh. Aber ey, das ist ja, ich sehe noch nicht mal das Ende. Siehst du das Ende? Ich meine, wenn es nur eine Richtung wäre, würde ich sagen, gut, aber guck mal, wie weit das noch ist. Hört denn das auf endlich? Noch weiter rein im Wald, da zu den Steinen. So, endlich am See angekommen. Wir sind bestimmt 30 Minuten jetzt hier runtergelaufen. Ich weiß nicht, ob das eine Option ist, die Kajaks hier runterzubringen. Wir waren sehr motiviert eben, aber jetzt ganz schöner Downer. Ich glaube nicht, dass wir das hier runter schaffen mit unseren Kajaks. Das würde so viel Zeit rauben. Ich denke, runter schaffen wir in einer Stunde. Niemals. Nicht? Wir sind ja jetzt schon eine halbe, dreiviertel Stunde gelaufen ohne die Dinger. Und nach oben wird bestimmt Und nach oben wird... 3, 4 Stunden dauern. Genau. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber das passiert halt, wenn man irgendwo hinfährt, wo noch nie jemand war. Ne? Also wir haben es auf Google Maps gesehen, haben ein bisschen Research betrieben, aber das haben wir uns halt ausgesucht. Wir haben uns halt was ausgesucht, wo es schwer ist. Dass es so schwer sein würde, haben wir halt nicht gedacht. Aber ich will auch kein Up North 2.0 Reloaded. Deswegen, glaube ich, spielen wir jetzt mal die Sichtfeldkarte. Ja, und es gibt noch eine Option. Den See oberhalb. Es gibt links noch einen Einlauf. Da ist auch noch ein See oberhalb. Den können wir mal probieren. Okay. Es war auf jeden Fall ein ganz schöner Downer. Und ihr wisst es, ihr habt es mittlerweile mitbekommen. Meine Heilwurz, da ist das erste Mal wieder in meinem Kopf gereift. Könnten wir ja vielleicht auch noch mal machen. Vielleicht, wenn das hier jetzt nicht läuft, dann fahren wir einfach noch mal nach Norwegen und fangen die Heilwurz.
Vorsichtig. Geht's? Kann ich dir helfen? Ey, wie sieht das denn schon wieder aus? Ich weiß wirklich, ich weiß noch vor Ort, ich weiß nicht, wie ich stehen konnte. Irgendwie bin ich weggerutscht. Das sieht aus, als würde ich da den Baumstamm beglücken. Du fällst aber immer wie Zeitlupe, letztes Jahr schon aus dem Kanu. Aber trotzdem verletzt dich dann irgendwie. Ja, verletzt habe ich mich nicht, aber es hat Ja, schon aber echt wehgetan. Du hast erst mal ein bisschen... Also ich habe gesehen, das ist nicht harmlos. Geht's? Geht ja. Oh, bin ich hier irgendwo raufgeknallt. Scheiße, wir müssen vorsichtig sein. Hier ist Beinbrechen, da bist du richtig am Arsch. Da bist du richtig am Arsch. Oh, das gibt blaue Flecke. Alter, tut das weh. So, jetzt mal die Experten von euch. Was ist das für Kette? Ich glaube, Elch. Elch oder Rentier? Kennst du die Sendung Bear Grylls? Nee? Ausgesetzt in der Wildnis. Der hat immer ein kleines Stück probiert, um dann herauszufinden, was es ist. Dann mach mal. Nee, Probier mal kurz. du hast entdeckt, du bist der Finder. Wir gucken jetzt erstmal, wie wir Könnten hier auch Schokobons sein. vorankommen. Ja, probier mal. Ich hätte Bock auf einen Schokobon. Oh, das ist aber größere Scheiße. Die nächste Entdeckung. Hier sind die neuen Kotforscher. Ist auf jeden Fall deutlich größer. Und das sieht für mich schon aus wie Bär. Das ist eine grande Passion. Ist sehr groß, ja. Und nicht so Kette. Nee, und beschreibt die letzte halbe Stunde ganz gut. Ja. We are back! So, komm. Das war mir so klar. Stark. Das filmst du wieder, ne? Alles andere hast du nicht drauf. Aber das, wenn ich mich hinlege, da bist du wieder drauf mit der Kamera. Willst du da mal stehen bleiben? Hast du das eigentlich, wo ich runterfalle, da auch drauf? Vorsichtig. Dein Glück. Wir müssen wieder in einen guten Mojo, in einen guten Flow kommen. Dieser Downer heute, dass wir da nicht runtergekommen sind, hat schon ein bisschen auf die Stimmung geschlagen. Die Bedingungen sind wirklich nicht ideal fürs Topwater-Angeln. Wir haben leichten Wind, dadurch ist die Oberfläche nicht mehr besonders ruhig. Und wir werden auch ganze Zeit blöd gedriftet oder wir driften blöd. Na das denn, was ist das für ein Topwater-Köder? Das ist der neue Topwater-Köder. Nee, aber ganz ehrlich, ich hatte gerade irgendwie mal das Bedürfnis, nicht Topwater zu angeln, um großen zu fangen. Und da ist ein großer. Guter Fisch? Ich glaube ja, mitten im Kraut hier. Ich weiß es nicht, aber wie groß der ist? Oh ja, das ist ein Meterfisch. Meterfisch? Ja, Ich komme. dicker Meter, glaube ich. Oh ja, Alter. Junge. Alter. Mackie. Oh. Alter, ist sehr gut. Oh. Wir holen wir den Kescher oder Hand? Der passt nicht in den Kescher, Dicker. Oh, ist das ein Monster. Das ist der erste Meterfisch hier. Und nicht auf Topwater. Mackie, wenn der rauskommt. Alter, ist sehr gut. Achtung mit meinem André. Ja, Versuchst du ihn selber zu packen? er hat einen Meter, also locker einen Meter. Jawohl. Guckt euch dieses Vieh an. Puh. Alter, voll massiv. Ich dachte ja mal, die Schwärenhechte sind nicht ganz so massiv, aber richtig dickes Teil. Auf dem Ghost. Unsere neue Farbe. Geil, guckt euch diesen Rücken an auch. 1,4 Meter, der jetzt zurückschwimmen darf. Wir wollen heute einen essen, aber der ist definitiv zu groß, um ihn zu essen. So, da darf er zurück, der Gute. Die Gute. Danke für diesen Drill. Danke für dieses geile Erlebnis hier in Schweden. Danke für den ersten Meterhecht. Auf unseren ersten Meter. Geil. Gescheatet. Ey, wir hatten gerade echt ein Tief. Ja. Der musste kommen. Da war er, unser erster Schwedenmeter. Wichtig für die Motivation, weil wir dann doch nur irgendwie bei 90 stehen geblieben sind und dachten, ey, sind die ganz Großen überhaupt drin? Und da dachte ich, geil, die sind hier, die stehen flach,
die können auch auf Topwater gefangen werden. Das war die Bestätigung, dass wir uns das richtige Gewässer rausgesucht haben. Ah, jetzt ist die Stimmung wieder voll da. Becky, warte! 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 Ja, Fischhorn. Ja, der hat genau die richtige Größe. Aber gar nicht drin im Kraut, oder? Doch. Ja? Kescher den lieber, das ist unser Mittagessen, Becky. Wenn der weg ist, dann hungern wir. Der nächste Topwater-Hecht. Und der kommt mit fürs Mittagessen. Es lief ja, wir haben gut Fische gefangen, aber ein Gedanke ist einfach nicht aus meinem Kopf verschwunden. Die Halibutz, die waren immer noch da. Ich habe die ganze Zeit überlegt, auch wenn man es mir vielleicht nicht anmerkt, wie komme ich auf diesen Trip noch mal an einen Butt? Das hat eigentlich, meine ganzen Gedanken schwirrten irgendwie nur darum. Zurück im Camp kümmere ich mich jetzt um unser Mittagessen. Dustin macht oben ein kleines Feuer an. Wir filetieren den Burschen jetzt und dann kommt er ab auf den Grill. Ist wohl nicht die ideale Unterlage zum Filetieren, aber man muss sich zu helfen wissen in der Natur. So, der Kollege ist filetiert. Becky, der Ofen ist an. Herrlich. Ist ja gar nicht mehr kalt, ne? Nee, vom Hochmarschieren hier ist mir wieder warm geworden. Aber schau mal, was ich mitgebracht habe. Schneeweiße Filets. Jo. Sind da Gräten drin? Ja. Wie? Es gibt zwei Methoden, einen Hecht zu filetieren. Eine, da kriegt man es fast grätenfrei hin. Und du hast gesagt, ich mache einfach mal die andere, wo ein paar Gräten mit. Aber ja. Aber die grätenfrei, die kann ich nicht, leider. Ach so. Zwei ordentliche Stücke. Upsala, jetzt kochen meine Nudeln über. Das dauert noch. Was ist das? Nudeln. Nudeln mit Hecht? Nudeln mit Wie heißt das? Hechtnudeln. Hechtnudeln, okay. Ich habe ja gerade in meinem Kopf ein bisschen rumgesponnen und mir gedacht, wenn das hier so bleibt, wir haben das Wetter gecheckt, nicht so geil ist, in Norwegen soll das Wetter geil sein, vielleicht fahren wir einfach nochmal zurück nach Norwegen. Der Gedanke ist immer weiter in mir gereift. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt platziere ich die Bombe mal einmal kurz, guck mal, wie sie reagieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, die erste Reaktion von Becky und Markus war eher so, nee, lass mal Hecht angeln. Dustin, kommst du her? Logisch, wenn es ums Essen geht. Ah. Boah, riecht das gut. Riecht. Okay. Ich hatte jetzt ganz den Geruch von dem Hecht in der Nase. Und habe mich jetzt auch schon eingestellt, dass der so schmeckt. Aber eigentlich sehr neutral, gell? Sehr neutral. Ich muss sagen, es ist echt gut. Wir essen schnell und dann geht's wieder aufs Wasser, weil Mission Meterhecht auf Topwater steht schon noch. Ja, wenn ich da gerade rausschaue oder über mich schaue, das wird nicht einfach. Die kurze Regenpause müssen wir jetzt nutzen. Wir bauen das Camp ab und fahren zu einem anderen See. Wie man sieht, es hat wirklich in Strömen geregnet, Becky, oder? Es war eklig, ey. Wir haben krass. gerade beim Essen eigentlich noch eine gute Phase abgepasst, wo es nur leicht geregnet hat und danach. Und es soll normal regnen, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also du machst Küche, ich mach Schlafzimmer. Wie in einer guten Beziehung. Schöne Aufgabenverteilung. Unglaublich, was wir immer mitschleppen, Dustin, oder? Der unebenste Schlafplatz, den ich je hatte beim Zelten, ganz ehrlich. Ja. Also jetzt ohne Witz. So, komm, wechseln. Einfach das einfach reindrücken. Ja, das kannst du einfach rein. Messer nicht vergessen, das wäre wieder so typisch. Ein Baum gesteckt, nicht mehr benutzt. Ab zum nächsten See. Als wir das Camp dann abgebaut haben, um den See weiter nach oben zu fahren, war mir eigentlich klar, das bauen wir nicht nochmal in Schweden auf. Wir gehen Halibut angeln. Die Entscheidung war gefallen. Mir war sie klar. Ich weiß nicht so recht, ob du davon wusstest. Also ich hatte ja auch Bock, aber in dem Moment kam halt dann gerade so der Gedanke, ist es jetzt echt das Richtige, Schweden hinter uns zu lassen? Gerade jetzt, wo die Hechte beißen. High-Risk-Move. Wir haben die Zelte abgebaut. Das Wetter war nämlich richtig schlecht und wir wollten uns das nicht noch mal geben, was wir im letzten Jahr hatten. Und
Wir wollen unbedingt noch einen Heilbutt fangen. Also der Fisch hat mich so fasziniert, dass ich die ganze Zeit dachte, ich muss dann nochmal zurück. Deswegen dieser High-Risk-Move. Die Zelte werden jetzt in Norwegen am Strand aufgebaut. Berginger. Eigentlich brauche ich gar nicht so leise reden. Er schläft auch, wenn ich laut rede. Wunder ist, dass er nicht schnarcht. Wach auf jetzt! Ist das Jäckwick oder Jäckwick? Jäckwick. Reichet mir eine Tüte, bitte. Ja, mach dir gleich selbst eine Tüte. Süßigkeiten in großen Mengen. Bring ich nur für die Kleinen mit. Nein, das würde meine Kinder würde ich das verbieten. Ich schaufel mir das rein in rauen Mengen. Meine Kinder dürfen das auf jeden Fall nicht haben. Ich habe jetzt wirklich 5 Kilo hier drin. Ich glaube, ich reicht jetzt. Oh, da oben ist doch noch was für mich brauche. Davon noch 2. Davon noch 1. Immer ein gutes Zeichen, wenn das Ding fast ganz leer ist. Das heißt, es ist beliebt. Du zahlst, Becky. Ich habe die letzte Mal gezahlt. Das darf ich endlich essen, weil vorher Ja, ich muss im Auto meine Karte holen. Ja, verwirklich. Ich habe nur, the same. It's not working, bla bla bla. Ich hab nur meine EC-Karte auf dem Handy und nicht meine Kreditkarte. Verwirklich. Nur Süßigkeiten und Schrott und trotzdem über 100 €. Ja. Thank you, bye bye. Aber jetzt gibt's die Pölse, endlich was Gesundes. Ja. Echt nicht geil, der Hotdog, muss man sagen. Allein die waren schon Sünde genug und jetzt haben wir noch 1 Kilo Süßigkeiten. Ich kann nicht pingeln, wenn die Kamera zuschaut. Ich sehe auf jeden Fall, dass ich zu wenig getrunken habe bis jetzt. Ah, doch, geht doch. Bei mir nicht, bei mir ist schön klar. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Puh. Spit on that thing. Alter, wie man in Memes lebt, ne? 2024 lebt man in Memes. Wie oft wir gesagt haben oder Pyrotechnik gesungen haben, einfach auf diesen Trip. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns ist oder ob das andere auch so machen. Endlich zurück in Norwegen. Ich habe so lange den Gedanken in meinem Kopf gehabt und dann waren wir endlich da. Mal schauen, ob mir da was Ebenes findet. 23 Uhr und wir sind am Ziel. In Norwegen. An den hoffentlich guten Heilbutt-Spots. Zurück am Meer. Also wissen wir nicht. Was Aber will man mehr? guck mal da. Da hängt der Regen in den Bergen. War das ein cooles Wortspiel oder was? Was will man mehr? Nicht so cool. Die Flachwitze werden nicht weniger. Ach, guck, wie krass das aussieht da oben wieder. Ja, schöner Regen, schöne Regenwolken, endlich. In den Bergen hängen. Vom Regen in Regen. In Schweden ist jetzt schönes Wetter, haben wir geguckt. Wir haben direkt einen geilen Campspot gefunden, aber ich muss sagen, ich war extrem nervös. Ich habe die beiden Jungs überzeugt, hey komm, lass zu einem Spot fahren, wo wir nie waren, wo wir keine Ahnung haben, ob da was geht. Ich habe den nur beim Vorbeifahren gesehen und dachte, er sieht gut aus. Das heißt, es war ein großes Risiko. Und die Nervosität, die dadurch in mir aufgestiegen ist, das habe ich dann gespürt und ich dachte, ey, Mist, wenn das hier schief läuft, dann bin ich schuld, dass der Film nichts geworden ist. Ich hoffe, ihr könnt das auch fühlen hinterm Bildschirm, wie krass das gerade ist. Ich glaube, ich lege meine Isomatte einfach auf den Gepäckträger. Ich glaube, ich bleibe einfach hier stehen und gucke mir das die ganze Nacht an, ey. Guck mal, da könnte Jurassic World gedreht worden sein. Oder Herr der Ringe. Da kommen gleich die Orks über den Berg geritten und fressen dich heute Abend. So, Zelt aufbauen, Isomatte aufschmeißen oder aufpusten. Und dann ab in die Koje. Morgen früh wird geangelt. Alter, einarmig, easy.
Die Süßigkeiten haben mir so Power gegeben. Das ist echt so das erste Mal in meinem Leben, dass ich dich irgendwie voller Energie erlebe. Sonst ist es immer eher Ich könnte so. jetzt auch einen Rückwärtssalto runter machen, aber Ja. mache ich nicht. Wir müssen gleich schlafen, Becky. Ich habe Becky noch nie, wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so aktiv gesehen. Und es lag daran, dass du einfach 1 Kilo Gummibärchen reingepfiffen hast. Junge, du bist gesprungen wie ein junges Reh von links nach rechts. Zelt aufgebaut, das gemacht, dies gemacht. Ja, Wahnsinn. Es war, glaube ich, nicht nur wegen, also der Zucker hat bestimmt seinen Teil dazu beigetragen, aber es hat wieder irgendwie, wir kamen in einen geilen Flow, wir waren motiviert, wir wollten die Putz fangen, haben einen geilen Campspot gehabt, hatten eine lustige Fahrt. Weiß nicht, da hatte ich Power. War geil einfach irgendwie. Alter, da liegt einfach ein aufgegangener Snooze. Nee, Ich snooze nicht. das nicht von mir. Von wem ist das dann? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, von wem du sonst noch so Besuch in meinem Zelt hast. Ja, in deinem Zelt vor allem. Weißt du, was mein Vater mir gesagt hat? Mach mal die Augen zu, dann siehst du halt deinen Sitz. Schöne Grüße an meinen Vater. Er hat ein paar so Sprüche rausgehauen. Ja, weißt du was? Ich setze mich hier auf die Kante und gucke mir das schöne Meer dabei an. Dustin war gestern so nett und hat eine Isomatte zusammengefalten und hat aber diesen Stöpsel, wo die Luft rausgeht, nicht mehr wieder reingemacht. Und ich wundere mich gerade, dass da nichts vorangeht und ich puste da schon seit 5 Minuten rein. Meine ist voll. Ja, Was soll ich dir sagen? Einmal hoch und sacht. Ha! Jetzt geht's in die Koje. Oh, ist das schön. Ich hab richtig Bock. Arrivederci. Nee, wie heißt das? Arrivederci. Ungarisch, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile wissen wir, dass Arrivederci italienisch ist. das ist Italienisch. Ich habe das aber noch nie bei meinem Lieblingsitaliener gehört. Nee? Also ich habe irgendwie gedacht, das Aber in Ungarn hast du schon mal gehört? Mein Opa kommt aus Ungarn, da hatte ich das irgendwie so im Hinterkopf. Naja, okay. Boah, alles nass, ey. Puh. Und kalt. Boah, erstmal eine warme Hose anziehen. Und Becky werde ich da wohl rausprügeln müssen. Wie jeden Morgen eigentlich. Nichts Besonderes. Für mich kenne ich mittlerweile schon. Der Zuckerschock vom Vortag hat auf jeden Fall nachgelassen. Becky muss man jeden Morgen aus dem Bett prügeln. Ich war da, stand da, Heilbutz. Und er so, 10 Minuten. Komm, noch mal 10 Minuten. Becky, 7 Stunden Schlaf haben wir ausgemacht. Das sind jetzt schon 7 Stunden und 25 Minuten. Hopp, 25 Minuten mehr hast du schon bekommen. Komm raus jetzt. So, er kommt. Bin ich mir zwar noch nicht sicher. Er sagte mal ja und dann kommt er doch nicht, aber ich werde schon dafür sorgen. Guck, ja, er kommt. Guck mal hin, wie der da liegt. Komm, Becky. Hopp. Da vorne zwischen den beiden Inseln. Da angeln wir gleich. Das sieht von hier total nah aus. Aber es sind so um die 2 Kilometer. Und 2 Kilometer gegen den Wind, gegen die Strömung mit dem Kajak. Das ist schon eine Entfernung. Na, Becky, siehst ein bisschen matsch aus. Sehe ich auch so matschig aus wie du, Becky? Weiß ich nicht, sehe mich ja nicht. Du siehst sehr matschig aus. Ja, ein Stündchen hätte ich auch schlafen können, oder? Vielleicht auch 2. Ich muss euch was zeigen. Von wegen, nein, ich snooze nicht. Bin ich süchtig? Gar nicht. Guck mal, Beckys Kajak, guck mal hier rein. Nein, ich bin nicht süchtig, auf keinen Fall. Boah, stinkt das stinkt bis hier rum nach Nikotin. Boah. Safety first. Let's go. Es geht los. Ich bin hyped. Wind ist perfekt. Ein letztes Mal. Bock, Junge. Komm. Letzter Ausritt. Letzter Angriff. Letzter Angriff. High-Risk-Move. Schweden abgebrochen. Nach Norwegen gefahren. Hoffentlich hat sich's gelohnt. Werden wir jetzt gleich lohnt's sich. rausfinden. Ey, es ist echt Ententeich, ne? Perfektes Wetter. Hättest du mir das vor 2 Stunden gesagt, ich hätte es dir nicht geglaubt. Und auf einmal zeigt sich hier der Atlantik von seiner schönsten Seite. Ja, hoffentlich Zeichen. Heilbutz auch. Ob's bei euch auch gerade so geil ist? I doubt it.
Auch wenn für mich Upnorth mehr ist als nur dicke Fische fangen. Der Druck war immer noch da. Ich hatte jetzt noch eine Chance, irgendwie einen Halbut zu fangen. Dustin hat schon so vorgelegt und bei mir hat es immer noch nicht geklappt. Eine letzte Session und die musste ich nutzen. Gut? Ja. Ich habe auf jeden Fall mal Schnur genommen. Vielleicht ist es mein erster Boot auf der Tour. Ich weiß es noch nicht, ist auf jeden Fall kräftig. Ich glaube, da ist ein Boot. Nee, ein schöner Seelachs. Ja? Ja. War Leider geil. kein Boot, aber... Oder das ist ein Monster-Pollack. Alter, Das ist mein Pollack-PB. geil. Mein neuer Pollack-PB. Alter. Alter, ist das ein Pollack. Alter, der hat bestimmt... Der konnte 90 Zentimeter haben, das denn. Ich habe mir erst so gedacht, oh schade, kein Butter. Aber dann habe ich gesehen, dass es ein Pollack ist. Und das ist mit Abstand der größte Pollack, den ich je gefangen habe. Den lassen wir uns heute Abend beim Abendessen schmecken. Oh, Fisch. Geht's gleich weiter. Oh, ich habe auch so einen Pollack. Becky, ich habe auch einen nicht so groß wie deiner. Aber der passt besser in die Küche. Ich glaube, deinen großen kannst du freilassen. Dann essen wir besser den. Gutes Timing, mein Lieber. Mach mal so. Pollack war sehr lecker. Den lassen wir uns heute Abend schmecken. Wir haben noch 2-3 Stunden weiter geangelt, haben leider keinen großen Fisch mehr gefangen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, noch eine kurze Pause zu machen, schnell was zu essen, nur eine Fertigsuppe, keinen frischen Fisch. Den heben wir uns für den Abend auf, weil wir wollten schnell wieder raus und wirklich noch einen Halbut fangen. Vorsichtig. Ja. Becky, das habe ich ein bisschen unterschätzt hier. Diese Dünung, das sind ja echt, das ist ein Meter Unterschied. Ich habe mich beinahe quergelegt, weil die Dünung hat mich auf den Stein gedriftet. Und ich so, nein, jetzt kippe ich um, weil das ganze Wasser weg, ich zur Seite. Aber wir haben es gemeistert. Und jetzt Essen. coole Insel eigentlich, gell? Jetzt will ich noch mal die Tide checken, wie lange wir Pause machen können. Weil wenn Stillstand ist, wollen wir nicht angeln. Da müssen wir Kräfte sammeln, weil wir fangen ja hoffentlich heute noch einen richtig dicken Butt. Ich hoffe es. Während wir Pause gemacht haben, habe ich mir dann irgendwann gedacht, ey, Markus ist ja auch ein großer Angler. Komm, mit dem gehen wir jetzt mal los, machen ein paar Würfe. Und es war echt so lustig. Er hat direkt einen nach dem anderen gefangen. Dann bin ich losgerannt, habe gesagt, ey, ich hol die Kamera, komm wieder. Ja, aber erst mal Pustekuchen. Es war jeder Wurf, bevor die Kamera da war, war ein Treffer. Vielleicht sind es ja kamerascheu, die Fische. Ja, vermutlich. Ich habe jetzt gedacht, Markus zeigt mir jetzt mal, wie man hier ein paar Pollacks fängt. Bin extra von meinem Schlafplatz aufgestanden. Jetzt komme ich hier an und nix. Kam mir echt doof vor, aber dann hat es ja zum Glück noch geklappt mit dem Dorsch. Ja, warte. Petri, schöner, Petri, Dank. knallroter Dorsch hier vom Ufer Ja. in der Mittagspause. Mein erster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Aber die davor waren größer und die waren größer. da hat es auch bei jedem Wurf geklappt. Das waren noch Pollachse. Ja. Lass mal zurück, Becky, oder? Geil. Hat der Markus hier mal einen rausgezubbelt. Aber kaum hast du die Kamera weggelegt, hat es geklappt. Ja, es gibt keine Beweise. Weiß mal, wie es ist. Mittagspause vorbei. Jetzt geht's hoffentlich noch mal an die Halbuts, Becky. Ich hoffe auch. Die letzten 3 Stunden auf dem Wasser bei der Up-North-Tour. Und für mich die letzte Chance, noch den Halbut zu fangen. Ich ziehe auf jeden Fall durch und ich werde alles geben. Ich werde noch einen fangen. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen weiter raus für die Halbuts. Denkst du? Ja, so ein bisschen am Anfang und dann hier durchdriften lassen vielleicht. War schon ein anstrengender Trip die letzten Tage und sehr viel Aufwand. Und es wäre natürlich geil, wenn das Ganze jetzt noch zum Abschluss mit einem Halbut belohnt wird. Bei mir hat es im letzten Jahr geklappt. Aber jetzt mit der Spinnrute hätte ich auch schon richtig Bock.
Muss auch gar kein Riese sein. Wenn er irgendwie 80 cm hat oder so, wäre ich wirklich mehr als happy. Aber wir haben zum Glück noch ein bisschen Zeit. Fisch on. Ich glaube, das ist ein ganz großer Dorsch. Also zumindest sieht er gerade riesig aus. Boah, ist das eine Klamotte, Alter. Ja? Alter. Schaut euch diesen fetten Dorsch an. Das könnte einer der größten, könnte mein Dorschbaby sein. Ich habe noch nie so ein richtiges Monster gefangen, aber der hat auch auf jeden Fall schon über 80 und einen riesen Schädel. Kurze Zeit habe ich wieder gedacht, das wäre mein erster Butt, aber es war ein Dorsch, aber dafür ein richtig kapitaler. So, Kollege, du gehst wieder zurück. Bei mir war der Druck einfach noch höher. Dustin hat am Anfang der Tour schon welche gefangen, bei mir hat es immer noch nicht geklappt. Und dazu kommt noch, dass die Zeit einfach nur rennt. Fisch on. Ganz klassischer Biss, wie du gesagt hast. Auf halbe Strecke oder? Kurz vorm Boot. Ich habe mich schon drüber gelehnt, weil ich den Biss gemerkt habe, oh, ich was sehe. Nee, ist wieder so ein großer Pollack. Echt? Oh Mann, Oh nein! ich habe gedacht, jetzt habe ich noch mal einen Butt. Aber ich habe vermutlich... Wasser hat mit Pollack, aber. Nein, es ist ein Seelachs. Oh, ich hab's gedacht, Leute, ey. Im ersten Moment wollte ich es nicht wahrhaben, aber dann hat er richtig gekämpft. Oh, naja, ich will mich nicht beschweren. Ein richtig schöner Seelachs. Seelachs? Ja, Ach geil! Das ist auf jeden Fall der größte Seelachs der Tour. ja. Richtig schöner, kapitaler Seelachs. Ich habe erst gedacht, das wäre mein erster Butt der Tour. Jetzt genug Beifang, Becky? Heilbutt. Ich will's hoffen. Ich hab's echt gedacht im ersten Moment bei mir. Ja, nee, im ersten Moment nicht, aber Ja, im dann. ersten Moment nicht, aber dann doch. Ja, weil er dann so abging, ne? Kurz. Ja. Ich meine, wir haben schöne Fische gefangen. Pollack, Seelachs, Dorsch. Aber der High-Risk-Move war kurz vorm Scheitern. Ich meine, wir sind da hingefahren und haben gedacht, wir fangen hier jetzt noch den Heilbutt. Oh, ich hatte einen Biss. Wieder, ja. Ja, ist kein Butt. Ist kein Butt. Ja, wir stehen hier gerade mitten im Fisch. Relativ nah an der Oberfläche gebissen. Fühlt sich wie ein guter Fisch an. Also fühlt sich nicht an wie ein Butt. Ich glaube, wieder ein schöner Dorsch. Ich glaube, wir sollten den Spot mal wechseln. Weil wir wollen Butts fangen, keine Dorsche oder Seelachse. Oh, das ist eine Klamotte von Seelachs. Alter. Das ist ein Meter Seelachs. Echt? Ja. Krass. Alter, was ist das denn für ein Vieh? Das ist eine richtige Klamotte von Seelachs. Junge, was ist das für ein Vieh? Ah, der hat den Meter locker, Becky. Wir stehen hier mitten im Fisch. Mitten im Fisch. Guckt euch dieses Vieh an. Aber also jetzt mal ohne Spaß, ganz kurz. Das macht super viel Spaß. Aber glaubt ihr, wir fangen hier Butts dazwischen? Nee. Was man natürlich nicht vergessen darf, auch wenn es bis jetzt noch nicht mit dem Heilbutt geklappt hat, die Fische waren krass. Das waren große Seelachse, große Pollacks. Und das alles vom Kajak auf eigene Faust. Ja, Das hat eigentlich schon entschädigt. Für alle. das hat entschädigt, aber bei mir war immer noch der High-Risk-Move. Hat er sich Klar. ausgezahlt? Aber ich glaube, man realisiert auch in dem Moment gar nicht immer, was man da gerade zum Beispiel gefangen hat. Ja, weil ich so fixiert war auf den Heilbutt, hat man dann irgendwie gedacht, ja, okay, hat man zwar jetzt einen Meter Seelachs, aber naja, das stimmt schon. Es waren krasse Fische da. Mega. Gleich 21 Uhr. Das ist, glaube ich, auch so die beste Tidephase. 23:55 Uhr ist Stillstand. Und ich glaube, das nehmen wir auch als Endschuss
Also so knapp 3 Stunden noch zu angeln. Für einen Butt noch. Ja, Becky hat keinen Bock mehr, hat er gerade gesagt. Irgendwie müssen wir motivieren. Ich glaube aber, irgendwie habe ich das Gefühl, der fängt heute noch einen ganz dicken. 2 Stunden müssen wir schon noch durchziehen. So schnell kommen wir hier nicht wieder. So, nächster Wurf. Der Becky war dann irgendwann am Ende. Verstehe ich auch. Du hast eigentlich schon aufgegeben und wolltest nach Hause. Und ich habe gedacht, das war meine Idee, das war mein Plan. Ich kann jetzt hier nicht scheitern. Du warst der Verantwortliche. Ich kann jetzt hier nicht scheitern, das war mein Gedanke. Oh, da scheint es ein bisschen tiefer zu sein. Ja, okay, ist unten. Biss. Ja, es ist ein Halbbiss. Ja. 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 Richtig guter Fisch. Alter. Denkst du größer als der Viel größer. von der Insel? Ja. Ich kann da gar nichts machen, der ist so schwer. Alter, Jungs. Das ist auf jeden Fall mein PB. Das ist ein Riesenvieh. Wie groß ist dein PB aktuell? Sowas von 1,20. Oh, der verkauft sich einfach besser. Oh. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt die Stroft Airline drauf habe, Alter, so wie der abgeht. Oh. Junge, jetzt fängt er an zu schwitzen. Glaube ich, hängt wieder nur am Schwanz. Kommst du her? Er hängt ganz knapp nur. Alter, er hängt ganz knapp weg. Ganz knapp. Nur ganz klein im Maulwinkel. Du musst bitte schnell machen. Bitte, Becky. Becky, bitte schnell. Geh dann noch einmal runter, das kennen wir, das Spiel. Ja, den verliere ich. Hängt der so knapp? Der hängt ganz in der Lippe, ganz lilleball. Mit dem Angsthaken, oder? Ja. Alter, Scheiße. der geht jetzt wirklich noch mal bis ganz runter. Der ist jetzt einfach noch mal 40 Meter oder wie tief sie ist runtergegangen. Den kriegen wir leider nicht. Nicht so pessimistisch, den kriegen wir schon. Na, der hängt wirklich ganz minimal in der Lippe. Das gibt's doch nicht, was erleben wir hier? Letztes Jahr so gestruggelt. Und jetzt kriegen wir tatsächlich noch mal einen richtig geilen Butt drauf. Der wird so 1,10, 1,20 haben. Man stellt sich jetzt mal vor, was so ein 2-Meter-Vieh mit einem macht. Vorsichtig sein, das mit dem Karl, dass ich da nichts machen kann. Du musst die Schlinge schnell rum. Hast du? Kannst du schnell die Schlinge rumlegen? Yes! Wir haben den Fisch jetzt hier gesichert. Ich weiß es nicht ganz genau mit einer Schwanzschlinge, ob der größer als der andere ist, aber er ist auf jeden Fall groß. Boah, was für ein Fisch. Ich habe ihn oben. Ich würde ihn sagen, 15 Kilo wiegt er mindestens. Abendhaus 3.0. Meint's gut mit uns. Yes! Oh, ist der geil. So geil, Alter. Oh Mann, und wie der gekämpft hat. Der hat über 1 Meter, ne? Weit über 1 Meter. Definitiv 1,10 Meter, schätze ich. Ja. Was für ein Vieh. So geil. Ich bin so happy. Und jetzt darf der Gute schnell ins Wasser zurück. Abendhaus 3.0. Best. Die Rache ist uns geglückt. Abendhaus 3.0 war ein voller Erfolg. Vor allem, weil wir flexibel waren, weil wir uns den Gegebenheiten angepasst haben und weil wir schlussendlich unserer Intention gefolgt sind.